Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr umfangreichen Airsoft-Video begrüßen. Und wir schauen uns heute zusammen im Detail die brandneue Novritsch SSQ 22 GBB an. Bedeutet letztendlich ja Airsoft-Nachbau von einer Ruger 10-22 oder auch Klon oder Nachbau einer KJW KC02 GBB. Bedeutet, das Gassystem ist auch schon mittlerweile, oh Gott, 7, 8 Jahre alt. KJW KC02 bekommt man auch heutzutage so gut wie nicht mehr ran. Also ein bisschen veraltet. So, und wie komme ich jetzt auf den Gedanken oder warum sage ich jetzt eventuell Nachbau? Denn würde das Modell aus dem Hause KJW kommen, müsste eigentlich auf dem Karton oder auf der Verpackung draufstehen Made in Taiwan. Das ist aber nicht der Fall. Bedeutet, es steht überall drauf Made in China. Und dementsprechend könnte es vielleicht sogar sein, dass irgendeine chinesische Firma das ganze Modell oder diese ganze KC02 einfach kopiert oder geklont hat und dementsprechend vielleicht ein bisschen günstiger herstellen kann. Wie gesagt, kann ich euch nicht genau sagen, nur dieses Made in China hat mich heute ein bisschen stutzig gemacht. Wie gesagt, vielleicht ist es nur eine Kopie, ich weiß es nicht ganz genau. Also Leute, schauen wir uns dieses Modell einmal im Detail an und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. So Leute, ich hoffe, ihr habt es bequem. Wir legen wie üblich wieder los mit dem Lieferumfang. Und da habt ihr bei der SSQ 22 letztendlich enthalten auch wieder so einen kleinen, ich nenne es jetzt einfach mal Flyer mit ein bisschen Sicherheit. Bedeutet vorne wieder das übliche, ja, tuned, bla bla bla, pre-tuned, dann kurze Übersicht von der Knifte und ein bisschen Sicherheitsgedöns. Bedeutet auch hier für einen Einsteiger ist letztendlich für die Waffe selbst absolut nichts drin erklärt. Also wie befülle ich das Magazin, wie rum muss ich es halten, um Gas reinzuladen, wie befülle ich das Magazin mit BBs, wie lege ich es ein, wie lade ich durch, wie bediene ich die Sicherung, wie stelle ich das Hop-Up ein, nix. Auch hier wird letztendlich wieder nur über einen QR-Code darauf verwiesen, dass ihr euch letztendlich online die Videos anschaut. Das ist vielleicht für die jüngere Generation kein Problem, aber ich bin der Meinung, wenn man schon Ressourcen raushaut und so einen Flyer da drucken lässt, dann wäre es doch sicherlich drin gewesen, vielleicht nochmal 2, 3 Seiten zu ergänzen und dann einfach ganz kurz das Nötigste drin zu erklären. Na, so muss man jetzt wieder hergehen, zack, online, da muss man das Video durchseppen, um irgendwelche Informationen letztendlich zu finden. Aber wie gesagt, wenn man schon Papier beilegt, eine kleine Anleitung wäre sicherlich hilfreich gewesen. Also kurzer Flyer. Dann ist enthalten ein Gasmagazin. Es sind auch preislich sehr, sehr günstig, sprechen wir später im Detail durch. Ein Inbusschlüssel und die passenden Schrauben für den Schaft. Denn die SSQ 22 kommt out of the box, demontiert im Karton. Bedeutet, ihr habt hinten letztendlich ganz normale Picatinny-Aufnahme für den Schaft, wie man es zum Beispiel auch von der SIG-Serie kennt, von der MPX, von der MCX. Und hier müsst ihr letztendlich nur den Schaft aufschieben und über diese 2 Schrauben einmal hinten drauf auf der Pick-Rail letztendlich sichern. Dadurch sind aber natürlich auch Schaftadapter für Picatinny problemlos kompatibel. Also wie gesagt, hier die Schräubchen und ein Inbus enthalten. So, dann natürlich die Knifte und ebenfalls ein Laufreinigungsstab, der bei mir leider bereits abgebrochen im Karton drin lag. Gut, macht jetzt den Bock nicht fett, ich habe genügend davon da, aber wie gesagt, da ist vielleicht irgendwie beim Transport die Waffe draufgekommen, dann ist das irgendwie abgebrochen vorne. Kann mal passieren, nichts Gravierendes. So, und dann seht ihr, dass hier bereits von Novritsch oder bei mir jetzt bei der Variante dieses 1-4 Variable Scope nennen sie es, glaube ich, einmal drauf verbaut ist, denn das war bei mir im Karton enthalten, ist aber nicht Bestandteil des Lieferumfangs der Waffe. Bedeutet hier ein ganz normales LPVO, 25 mm Mittelrohr, Augenabstand sind 105, Vergrößerung 1 bis 4-fach, beleuchtet, ist in Ordnung, kann man nichts schimpfen, kostet 100 € inklusive Montage. Wenn der da vielleicht mal ein extra Review drüber haben möchte, schauen wir mal, ob ich da Lust drauf habe. Und wie gesagt, ganz normales LPVO, ich habe es jetzt einfach mal drauf, da es einfach auch von der Visierlinie recht gut dazu passt, muss man sagen. So, und das soll es jetzt im Groben mal gewesen sein. Es war aber neben dem LPVO, lag bei mir im Karton noch weiteres Zubehör dabei. Und das möchte ich auch direkt kurz ansprechen. Zunächst war ein kleines Fläschchen 0,4 Gramm Bio-BBs dabei. So, und ihr hört vielleicht, die Pulle ist noch halb voll, denn ich habe ungefähr nach dem 3. Magazin habe ich sein lassen, diese BBs zu verwenden. Denn meine Version oder mein Modell, so wie ich sie bekommen habe, ist unfähig, diese BBs zu hoppen. Sprechen wir später auch wieder im Detail durch, denn hier langt der Druckaufbau auf das Bucking und allgemein
ja, die Position des Tensioners passt hier leider nicht ganz perfekt. Wie gesagt, sprechen wir später durch, aber 0,4er haben bei mir nicht funktioniert vom Hop-Up her. Bedeutet, ich bin dann runtergegangen auf 0,32 Gramm, die haben super funktioniert und 0,36 Gramm ging auch noch gerade so in Ordnung auf Maximum Hop. Wie gesagt, klären wir später, auf jeden Fall waren BBs dabei. Dann war noch ein extra Tütchen dabei mit 3 unterschiedlichen Nosseln. Auch hier müssen wir leider später im Detail darauf eingehen, denn dieses Modell hat standardmäßig kein N-Pass. Bedeutet, ihr könnt die Energie, oder es ist gedacht, die Energie über eine andere Nozzle einzustellen. Dafür müsst ihr letztendlich den ganzen Verschlussträger alles komplett rausbauen, um die Nozzle zu tauschen. Finde ich nicht ganz perfekt, gerade auch die Demontage müssen wir auch ansprechen. Es ist letztendlich alles verklebt, teilweise mit Sekundenkleber die Schrauben. Man plagt sich also. Hier also die Energieeinstellung über die Nozzle selbst. Und so wie die Version jetzt gekommen ist, wird diese auf der Rechnung angegeben mit der 2 Joule Variante. Und hier ist auch die Nozzle drin mit 2 Joule, aber diese Energie erreiche ich so oder so nicht. So, also Nozzlen gibt es als Spare oder als Ersatz und ebenfalls war im Lieferumfang noch eine Pulle Nimrod Red Gas enthalten. So, ist ein sehr gutes Gas, habe ich auch immer noch 4, 5 Flaschen da, verwende ich auch sehr, sehr gern. Ist aber selbstverständlich ein etwas stärkeres Gas, wie man es üblich verwendet. Bedeutet, im Regelfall nimmt man halt so diese ganzen Green Gas Sorten oder ein ProTech oder whatever. Und wenn man dann ein System hat, was einfach viel Druck braucht, dann greift man zu so einem Nimrod Red Gas oder wenn man einfach viel Power braucht. Es gäbe natürlich auch noch das Black, das ist aber in den meisten Kniften dann schon wieder zu stark und sorgt für einen sehr starken Verschleiß. So, worauf ich hinaus möchte, ich habe eine komplette Pulle leer gemacht, das ist jetzt noch eine von mir, die ist noch sogar eine Viertelsvoll ungefähr. Eine komplette Pulle leer gemacht und selbst mit dem Nimrod Red bei 20 Grad erreiche ich eben nicht die angegebenen 2 Joule. Und wie gesagt, hier ein bisschen aufpassen, je nachdem halt wieder, ja, ist halt eine GBB. Wie gesagt, so viel schon mal vorneweg. Wir werden diese ganzen Punkte die nächsten vielleicht 2 Stunden alles einmal im Detail aufarbeiten. Jetzt zunächst geht es aber erstmal weiter mit den technischen Daten. Da brauchen wir heute von der technischen Seite gar nicht so viel durchsprechen. Es gibt letztendlich 2 Punkte, die einmal vielleicht ein bisschen zu beachten sind. Zunächst mal, der Schaft ist natürlich sehr leicht gewählt, aber das Ganze nicht in der Länge einstellbar. Bedeutet, diese 830 mm ist ein Festmaß. Entsprechend ein bisschen schade, denn für mich ist der Schaft fast ein bisschen zu lang. Also ich hätte einen Schaft benötigt, der vielleicht nochmal 3 oder 4 cm einmal kürzer ist. Hier also nicht in der Länge einstellbar, kleines bisschen schade. Da fand ich zum Beispiel die ganz normale Schiebevariante bei der KC02 damals, fand ich ein kleines bisschen schöner. Damals eben je nach Körpergröße einmal einstellen hat können. Also hier 830 mm Festmaß. So, und der zweite Punkt, ihr werdet später auch in den Nahaufnahmen sehen, meine Schutzkappe hier vorne oder Gewindeschutzkappe hat leider bereits ein paar kleine Macken drin. Bedeutet, die war standardmäßig out of the box, war die irgendwie ein bisschen verklemmt oder zu stark zugeknallt und ich musste hier das Ganze mit der Zange lösen. Ist natürlich ein ganz normales 14 mm CCW Gewinde, da hier aber kein O-Ring drin ist, kann sich das Ganze sehr schnell verklemmen. Entsprechend bin ich jetzt einfach hergegangen und habe mir direkt hinter das 14 mm Gewinde einfach nochmal ein O-Ring draufgeschoben, damit sich einfach diese Schutzkappe hier vorne nicht verklemmen kann. Bedeutet, ich schraube die jetzt einfach mit Gewalt auf den O-Ring letztendlich drauf, dann hält es wunderbar. Ich kann die aber auch immer ohne Probleme wieder lösen. Also hier wäre es auch out of the box vielleicht schöner gewesen, direkt einen O-Ring aufzuziehen, damit eben die Kappe sich nicht verklemmen kann. So, bleibst du stehen? Ja. Gut Leute, dann lasst uns weitermachen mit dem Chronotest. Wie gerade schon angesprochen beim Lieferumfang, hierbei handelt es sich laut Rechnung um eine 2 Joule Variante. Ich kann euch jetzt aktuell noch nicht sagen, ob das Modell eventuell auch als 1,5 Joule oder als 1 Joule Version kommt. Wegen den unterschiedlichen Nosseln, wie vielleicht schon gesehen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hier die 2 Joule Version. Ihr werdet aber gleich im Chrono und auch im Effizienztest und Cooldown-Test werdet ihr auch feststellen oder sehen, dass das Modell selbst mit dem Red Gas, was schon ein sehr starkes Gas ist, egal mit welcher Kugelgrammatur, diese 2 Joule überhaupt nicht erreicht. Bedeutet, man müsste dann eigentlich hergehen und vielleicht, keine Ahnung, ein Black Gas verwenden bei 25 Grad Celsius mit 0,32 Gramm oder sowas, damit wir diese angegebenen 2 Joule überhaupt erreichen können. Also hier einmal Cooldown, Chrono und Effizienztest.
Magazinfüllung Nummer 2. Somit haken wir den Chronotest ab und jetzt lasst uns zusammen nochmal im Detail auf das Thema Energie und vor allem später dann auch Hop-Up eingehen. Wenn ihr euch jetzt den Chronotest angeschaut habt und jeder, der sich ein kleines bisschen auskennt, wird schon wissen, worauf ich hinaus möchte. Aufs Thema Energie muss ich heute leider ein bisschen einen Kritikpunkt geben im Fazit später. Warum? Ja, natürlich, es ist eine Gaswaffe. Natürlich, die Energie generiert sich immer aufgrund der Gassorte, was man verwendet, wie stark ist das Gas, welche Temperatur herrscht, wie warm ist das Magazin, welche Kugelgrammatur nehme ich. Natürlich, da hat immer eine GBB, ist da ein bisschen anfällig und hat eben immer ein bisschen eine andere Energie. Vollkommen normal, das kann man auch gar nicht kritisieren. Aber wenn ihr euch mal eine andere GBB anschaut, dann läuft es normalerweise so ab, dass ihr Gas reinfüllt, dann ist das Magazin warm und dann fangt ihr an zum Schießen. Und dann ist aber die Energie am Anfang natürlich recht hoch, pendelt sich aber normalerweise nach den ersten 2, 3 Schuss, pendelt sich die Energie irgendwo ein und wird dann längere Zeit relativ konstant.
Natürlich, je schneller man dann triggert, desto mehr baut die Energie ab, wenn das Magazin kalt wird. Auch nichts Kritisches. Aber wenn ihr euch den Chrono nochmal genau anschaut, dann muss man hier leider feststellen, dass die Energie nicht irgendwie konstant bleibt und nur langsam abbaut, sondern dass die Energie sehr stark springt. Und das auch mit jeder Kugelgrammatur. Bedeutet, das seid auf einmal seid auf 1,8, dann kommen wieder 2, 3 Kugeln mit 1,4, 1,5, wieder 1,7, 1,3, 1,7, 1,8. Also eine sehr hohe Differenz und eine sehr hohe Schwankung in dem ganzen System drin. Und das darf eben nicht sein. Also hier, wie gesagt, egal welches BB-Gewicht ich verwendet habe, egal ob ich das Magazin immer habe warm werden lassen oder ob ich es mal kälter verwendet habe, Energieabgabe leider alles andere als konstant bei diesem Modell mit dem Red Gas. Wenn ihr jetzt vielleicht ein Black Gas reinpackt, wo ich leider keins mehr da habe, dann wird natürlich die Energie etwas höher sein und gegebenenfalls eventuell sogar ein kleines bisschen konstanter. Aber wie gesagt, hier im Allgemeinen Energieabgabe leider alles andere als konstant. Ebenfalls die Gaseffizienz ist auch nicht so prickelnd. Natürlich, wir haben ein deutlich kleineres Magazin und entsprechend einen deutlich kleineren Gastank, wie zum Beispiel bei einer AA15. Vollkommen in Ordnung. Gleichzeitig hat man aber natürlich auch einen deutlich kleineren Verschlusseimer drin, eine etwas kleinere Nozzle-Eimer drin und rein theoretisch verbraucht das System daraufhin auch deutlich weniger Gas. Man hat aber dann auch schon gemerkt, maximal 65 Schuss, dann ist das Ding komplett leer. Aber bereits nach 30 Schuss wird das System sehr träge, langsam und fällt dann sogar teilweise unter 1 Joule ab. Bedeutet, ihr habt eine 2 Joule Variante und wenn das Magazin ein ganz kleines bisschen kühler wird, seid ihr noch bei 1 Joule oder 0,9 Joule. Also hier auch von der Effizienz leider schon Besseres gesehen. So, also Energie, wie gesagt, schaut euch den Chrono an. Dann gehen wir noch mal kurz auf das Thema Hop-Up ein. Und das wird heute wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Wie gerade schon angesprochen im Lieferumfang, es waren 0,4 Gramm BBs im Lieferumfang enthalten. Waren bei mir ein paar Karton mit drin, dann dachte ich, gut, die nehme ich jetzt direkt gleich her und mache mein ganzes Review mit 0,4. Letztendlich nur fürs Chrono 0,3er, mal von der Energieabgabe zum Checken. Ja, aber jetzt habe ich euch vorhin schon gesagt, das mit den 0,4, das hat bei mir leider nicht funktioniert. Also das Hop-Up langt nicht aus, um 0,4 Gramm BBs zu hoppen. Ja, die kommen raus und die fliegen auch hier 40 Meter oder 45 Meter. Und dann fallen sie einfach auf den Boden. Also es war gar nicht möglich, 0,4 Gramm in ein Überhoppen reinzubringen. Und selbst mit 0,36 Gramm BBs bin ich mit dem Einstellrädchen oben auf Anschlag. Also ich kann nicht noch mehr Hop drauf geben und dennoch sind 0,36 Gramm BBs auch nicht in einen Überhop reingegangen. Also dementsprechend meine Knifte, so wie ich sie bekommen habe, nicht wirklich gut geeignet für 0,4 und auch nicht unbedingt gut geeignet für 0,36. Außer ihr habt halt das Hop-Up immer komplett auf Anschlag runtergedreht. Dann langt es für 0,36 Grad so aus. Und das hat mich eben auch ein bisschen stutzig gemacht und dementsprechend werden wir uns ganz am Abschluss beim Thema Lauf- und Hop-Up-System, werden wir uns meine Knifte oder mein Hop-Up-System, so wie es ich bekommen habe, nochmal im Detail anschauen und durchsprechen. Denn hier gibt es 2 Punkte, die meiner Meinung nach nicht ganz korrekt sind. Erstens mal, der Tensioner ist nicht gut gewählt. Dann ist die Einstellschraube ist ein kleines bisschen zu kurz. Bedeutet, wir bekommen gar keinen richtigen Druck aufs Bucking drauf. Und der nächste Punkt ist auch, der Tensioner sitzt im Bucking zu weit vorne. Vielleicht 1,5 mm. Und wie gesagt, sprechen wir alle später durch. Nur für euch nochmal ganz kurz, mein Modell eben mit 0,4 oder 0,36 nicht wirklich gut klar gekommen. Dann lasst uns das Thema Hop-Up und Hop-Up einstellen auch noch in der Nahaufnahme etwas im Detail ansprechen. Zunächst mal wie bei der KC02 von KJW natürlich exakt identisch. Oben Pickrail geschlitzt oder ja unterbrochen. Und dann habt ihr hier oben einmal euer Einstellrädchen drin. Und das ist zunächst mal wirklich gut gefertigt, auch von den, wie soll ich sagen, von den Positionen oder von der Rasterung her, wie man hier rangreifen kann. Wirklich schön, bedeutet auch mit Handschuhen, einfach mit dem Finger hier wunderbar, ihr kommt super ran und könnt dementsprechend hier oben euren Hop einstellen. Auch eine kleine Laserung einmal drauf, Plus und Minus, nur leider, wie gerade schon angesprochen oder vorhin schon angesprochen und erklärt, leider die Schraube etwas zu kurz oder der Tensioner an der falschen Position und der Tensioner auch nicht optimal zum Bucking ausgelegt. Bedeutet, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, ich habe das Ding wirklich komplett getestet mit Hop auf Maximum. Bedeutet, ich habe die Schraube so weit reinknallen müssen, dass sie wirklich hier oben auf dem Alu aufliegt. Also ich kann nicht noch mehr Hop drauf geben und es langt mir mit Ach und Krach für 0,36 Gramm. Und selbst diese werden nicht überhoppt. 0,4er könnt ihr entsprechend leider komplett vergessen.
Dementsprechend, ich werde es auch im Fazit nochmal mit aufnehmen. Ich weiß jetzt nicht, für was die Waffe ausgelegt ist oder wie sie angegeben wird letztendlich im Shop, denn da ist sie noch nicht vorhanden. Wenn da aber irgendwie drin steht für 04 oder so, das ist bei meinem Modell leider nicht möglich. Da hätten sie erstmal den Tensioner besser konstruieren müssen, ein bisschen länger konstruieren, abgerundet, und die Schraube hätte dann locker nochmal 0,5 mm länger sein müssen, damit wir überhaupt ordentlich Druck aufs Bucking ausüben können. Denn das ist bei meinem Modell out of the box leider nicht der Fall. Lasst uns nun weitermachen mit den allgemeinen Informationen. Und zunächst mal der erste Punkt. Ja, natürlich, das Modell an sich ist Geschmackssache. Bedeutet, sowas muss man wirklich lieb haben, sowas muss man mögen und nicht jedermanns Sache vermutlich. Wie gesagt, von der Umsetzung her finde ich schön, und es wird auch heute einen Pluspunkt geben, denn wenn ihr es im Datenblatt gesehen habt, das Modell ist unheimlich leicht. Wie gerade aufgrund des Schaftes, des Aluminiumvorderschaftes hier, sie wiegt so gut wie nichts. Wie gesagt, sehr handlich, sehr kompakt, sehr, sehr leicht gewählt. Wer also ein bisschen was Ausgefallenes haben möchte und eben auf das Gewicht achtet, der wird hier definitiv einmal bedient, wenn es einem gefällt. So, und dann, wie vorhin schon kurz angesprochen, ein Punkt gibt es ein bisschen zu beachten, das ist eben der Schaft, wie gerade schon angesprochen, den könnt ihr leider nicht in der Länge einstellen. Er ist aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, von der Qualität her wirklich super, kann man gar nicht schimpfen, sitzt auch wunderbar hinten auf der Pegatini dran, aber er ist einfach relativ lang. Oh, Mikrofon, Vorsicht. Er ist relativ lang. Ihr seht auch, ich habe das LPVO, dass ich den Augenabstand einhalten kann, komplett bis nach hinten geschraubt, damit ich ungefähr diese 105 mm habe. Ich müsste aber dennoch noch mal ein kleines bisschen weiter rangehen, da der Schaft einfach sehr, sehr lang ist für mich. Also hier, wie gesagt, hier wäre es ein bisschen schöner gewesen, ja, irgendwie zum Einstellen zu machen oder vielleicht ein bisschen kürzer machen und dann hinten mit Spacern zu arbeiten auf der Schaftkappe hinten, damit man zumindest ein paar Zentimeter noch justieren hätte können. Wie gesagt, ein kleines bisschen schade. Und der nächste Punkt ist auch nochmal in Bezug auf den Schaft, was mir auch aufgefallen ist, ihr seht die Wange, ja, die Backe ist ein kleines bisschen erhöht hier. Das ist schon mal nicht verkehrt. Allerdings hat mir hier genau, wo die Wange liegt, eine relativ scharfe Kante. Bedeutet, es ist ganz leicht ein bisschen gefasst und dann bricht die Kante komplett ab. Und dadurch liegt ihr mit der Wange jedes Mal hier auf dem Eck oder auf der Kante drauf. Empfinde ich als etwas unangenehm. Da könnte man sich vielleicht noch mal ein bisschen Moosgummi aufkleben oder irgendwas, damit es ein bisschen schöner wird vom Gefühl her. Jetzt redet man schon über Gefühle. Also wie gesagt, Schaft gibt es ein kleines bisschen was zu beachten, aber das muss auch immer jeder für sich entscheiden, ob er damit klarkommt oder nicht. Ansonsten können wir nicht so viel durchsprechen. Das mit dem Gewinde vorne habe ich euch schon vorhin bei den technischen Daten erklärt. Aufpassen, nicht komplett zuknallen, solange ihr keinen O-Ring drauf habt. Ansonsten verklemmt ihr sofort das Gewinde und ihr plagt euch oder ihr bekommt diese Kappe hier vorne nicht mehr ab. Das Rohr ist schön gefertigt, ist auch wieder in so einem Twisted Design, so fluted, twisted, so rumgezogen, macht qualitativ einfach einen guten Eindruck. Und auch ist das Rohr von der gesamten Wandstärke relativ dick. Bedeutet, gerade im Vergleich zum Beispiel zu Federdruckmodellen VSR oder Modify, Mod 24 oder whatever, habt ihr nicht einfach so ein dünnes Aluminiumröhrchen, sondern ihr habt hier eine gewisse Wandstärke von ca. 1 bis 1,5 mm, also ein kleines bisschen dicker gewählt das Ganze. Auch sitzt das Rohr sehr fest im gesamten Receiver drin, wird über mehrere Schrauben letztendlich alles miteinander verschraubt. Nur hier aufpassen, sprechen wir auch später im Detail an. Zum größten Teil sind die Schrauben mit Sekundenkleber einmal reingeklebt und dementsprechend plagt ihr euch unheimlich, wenn ihr hier für eine Wartung mal ein neues Bucking benötigt oder ein Nozzle nachschmieren wollt oder sowas. Braucht also wieder sehr viel Hitze und Geduld, damit ihr die ganzen Schrauben da einmal aus dem System rausbekommt. Also ein kleines bisschen schade. Der Vorderschaft dann einmal mit modernen M-Lock-System, natürlich einmal vom Schützen aus links, unten und natürlich auch vom Schützen aus auf der rechten Seite. Hier ist es natürlich auch aufgrund des Receivers, ja, vom Design her übernommen, sage ich jetzt einfach mal. Bedeutet, es wirkt einfach ein bisschen kantig, finde ich, oder ein bisschen zu, weiß ich nicht, wem es gefällt, sage ich mal. Es ist Geschmackssache. Vielleicht hätte man den irgendwie nach vorne noch ein bisschen schlanker machen können oder stärker abrunden oder so. Das wirkt ein bisschen einfach wie so ein, ja, wie einfach so ein Klotz unten dran geschraubt. Wie gesagt, Geschmackssache, aber modernes M-Lock-System. Finde ich schon mal gut. Und natürlich der gesamte Vorderschaft hier unten komplett aus Aluminium gefertigt.
Ebenfalls, was ihr schon sehen könnt, Aufnahmetrageriemen QD habt ihr an dem Modell insgesamt 6 Stück vorhanden. Bedeutet, ihr könnt hier QD nutzen, ihr könnt hier im mittleren Bereich QD nutzen und ihr könnt sogar hier hinten nochmal QD nutzen. Und das Ganze vom Schützen aus links wie auch rechts einmal verwendbar. Die QD-Aufnahmen sind aber nicht aus Stahl, sondern diese sind aus Aluminium gefertigt. Bedeutet, hier wieder aufpassen, dass ihr wirklich die passende QD-Aufnahme einmal verwendet. Am besten gleich die passende irgendwie von Norwich oder so, denn auch hier weichen die Maße auf dem Markt immer ein bisschen ab. Und wenn ihr dann eine verwendet, die nicht zu 100% dazu passt, dann nudelt sich das Aluminium auf Dauer aus und dann hält es nicht mehr, dann reißt es einfach alles raus. Also aufpassen, passende QD-Sling-Swivel-Aufnahme dafür verwenden. Aber wie gesagt, genügend Positionen vorhanden, finde ich schon mal gut und dementsprechend hier flexibel für die Montage eines Trageriemens. Dann habt ihr oben drauf einmal die Picatinny-Schiene, die ist komplett aus Aluminium gefertigt, wird letztendlich auch nur mit Schrauben oben drauf geballert. Und hier eben keine Wafer, sondern ganz normal Pick-Rail, ein bisschen lang geraten. Vielleicht hätten wir den vorderen Bereich noch einmal weglassen können. Kann man aber zum Beispiel auch hernehmen, wenn man jetzt, sage ich mal, bloß einen Rotpunkt verwendet mit einem Magnifier oder sowas. Nur dann wieder aufpassen, die Picatinny-Schiene wird natürlich aufgrund des Hopper-Brätchens hier oben einmal unterbrochen. Und das solltet ihr natürlich immer rankommen. Bedeutet, ihr könnt hier nicht einfach ohne weiteres irgendwie drüber montieren. Das ist nicht möglich. So, dann haben wir einmal den gesamten Receiver. Der ist aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Seht ihr vielleicht auch später nochmal im Detail. Wunderschön von der Qualität her, auch von der Oberfläche. Wirkt nicht billig oder sowas. Auch kein ABS. Schön gemacht, Qualität wunderbar, sitzt einwandfrei einmal dran. Ganzes System oder Verschlussgehäuse sitzt wunderbar und passt genau einmal drin. Und der sieht wirklich modern und klasse aus, finde ich. Wie gesagt, der Receiver an sich ist wirklich sehr stimmig umgesetzt. Auch der Griff ist dann letztendlich ein Real-Steel-Griff, bedeutet, ihr habt natürlich hier aufgrund des GBB-Systems keinen Motor oder sowas drin und dementsprechend einen sehr, sehr schlanken Griff, ohne störende Wulst einmal vorne drin und es passt einfach wunderbar. Auch vom Winkel könnt ihr vielleicht sehen, nicht ganz so stark nach hinten geneigt wie die ein oder andere AR-15, sondern eher ein kleines bisschen gerader. Ich denke mal so ungefähr, was soll denn das sein, vielleicht 80 Grad oder sowas ungefähr. Vom Winkel her greift sich wunderbar. Schön schlank das Ganze auch hier oben, wo sich der Receiver letztendlich zusammenführt. Wie gesagt, lässt sich super anfummeln das Ding und super greifen. Und wenn ich jetzt den Finger lang mache, was ihr vielleicht jetzt auch schon sehen könnt, was auch gut umgesetzt ist, ist die Sicherung, welche beidseitig nutzbar ist. Bedeutet, ihr kommt direkt, wenn ihr den Finger am Abzug lang macht, kommt ihr direkt hier an die Sicherung hin. Und das funktioniert einfach tadellos. Also richtig schön erreichbare und gut funktionierende Sicherung vom Schützen aus links wie auch rechts letztendlich einmal nutzbar. Einmal hier zum Umschalten. Wie gesagt, Position passt einwandfrei, schönes, angenehmes Klicken drin und lässt sich letztendlich einfach nur mit dem Abzugsfinger wunderbar bedienen. Also Sicherung wirklich klasse umgesetzt. So, und hinten letztendlich den Schaft, wie gerade schon angesprochen. Hier die Aufnahme ist letztendlich Aluminium zum Klemmen. Der restliche hintere Teil ist einmal komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, wie letztendlich die Schaftkappe selbst auch. Bedeutet, obwohl, nee, wartet mal, die ist zwar sehr hart. Nee, ist auch Polyamid. Also hier kein weicher Gummi oder sowas, sondern müsste auch Polyamid sein. Ja, ist auch Polyamid. Also hier kein Gummi, sondern Polyamid-Kunststoff. Gut, Leute, das soll es eigentlich mit den allgemeinen Informationen soweit schon mal gewesen sein. Wie gesagt, so viel können wir von dem Modell nicht wirklich durchsprechen. Es ist nicht so viel dran. Und dementsprechend würde ich sagen, lasst uns gleich weitermachen mit dem GBB-System selbst. Schauen wir uns also das System einmal im Detail an und hierfür habe ich jetzt letztendlich ein Magazin demontiert. Bedeutet, ich habe die Feder bei einem Magazin ausgebaut, denn es ist standardmäßig nicht möglich, das Modell zu Trockenfeuern oder ein Dry-Fire einzustellen. Bedeutet, ihr habt hier nicht irgendwo einen Hebel dran, wo ihr das Locking-System oder den Bolt-Catch deaktivieren könnt. Ist nicht der Fall. Bedeutet, wenn ihr ein normales Magazin hernehmt, das liegt hier drüben, mit der Feder drin, arretiert der Bolt-Catch natürlich jedes Mal. Bedeutet, ihr repetiert, Magazin ist leer, Bolt-Catch oder der gesamte Verschlussträger bleibt automatisch immer hinten einmal arretiert. Dementsprechend kein Trockenfeuern möglich. So, dann wie gesagt, ich habe ein Magazin vorbereitet ohne Feder, damit wir das Ganze trocken feuern können. Hier muss man aber zunächst mal ansprechen, ihr habt hier auch keinen Verschlussfanghebel oder keinen Bolt-Catch-Lever dran. Bedeutet, wenn ihr nachladet und das nächste Magazin einlegt, müsst ihr jedes Mal Verschlussträger oder den Spannhebel seitlich, der relativ klein und knubbelig ist,
jedes Mal wieder zurückziehen und das ganze System wieder entspannen. Bedeutet hier nicht irgendwie die Möglichkeit, hier seitlich irgendwie einen Bolt Catch zu verwenden oder hier mit dem Finger irgendwie einen Bolt Catch zu verwenden, sondern ihr müsst jedes Mal umgreifen und müsst halt hier diesen kleinen Mini-Spannhebel einmal bedienen. Den hätten wir gegebenenfalls, wenn man das Modell schon neu aufbaut, hätten wir den vielleicht sogar ein kleines bisschen größer dimensionieren können. Oder vielleicht, wie gesagt, da viel neu konstruiert wurde oder extra für das Modell entwickelt wurde, hätte man vielleicht sogar irgendwo hier noch einen Bolt Catch Lever anbringen können. Wäre vielleicht von der Bedienbarkeit her noch ein bisschen geiler gewesen. Also ich schweife ab, lasst uns mal ganz kurz das System ansprechen. So, das ist das Magazin ohne Feder. Das legt man mal rein, ist komplett warm, also Raumtemperatur 20 Grad und es ist Red Gas drin. Also, dann schauen wir uns das Modell mal an. Wir repetieren, Verschlussträger fährt immer sauber vor. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber gerade im Vergleich zu anderen GBBs hat das Modell nicht wirklich einen Rückstoß. Natürlich, wir haben hier letztendlich nur diesen kleinen Verschlussträger drin, ohne viel Gewicht drauf, aus Zinkguss gefertigt. Ja, wo soll der Rückstoß herkommen? Also wer sich jetzt eine GBB kaufen möchte, weil er denkt, es fühlt sich geil an, wie eine Scharfwaffe, toller Rückstoß. Es ist ja nur eine 220er letztendlich, also das ist in Ordnung. Aber nur einfach für einen Einsteiger, der einfach denkt, oh, es kickt, ich brauche eine GBB, der wird hier nicht auf seine Kosten kommen. Bedeutet, er sollte dann schon irgendwie auf eine AR-15 gehen oder auf irgendwas mit einem großen, schweren Verschluss drin. Die kicken halt deutlich stärker. Also hier nehmt ihr diesen Rückstoß von der GBB nicht wirklich wahr. Also das zuckt so ganz, ganz leichtes Zucken ist es. Dafür aber, wie vorhin auch schon angesprochen, dass wir so einen leichten Verschluss eigentlich drin haben und so eine kleine Nozzle, ist die Effizienz mit maximal 65 Schuss leider nicht ganz so prickelnd. Und was wir vielleicht vorhin im Chrono auch schon gesehen haben, dass die Energie doch relativ schnell abfällt und dann das ganze System ein kleines bisschen träger wird. Bedeutet, so ungefähr nach 30 Schuss merkt das? Wupp, 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 wupp. So, und jetzt seid ihr vielleicht noch bei 0,8 Joule oder sowas, denn das Magazin ist bereits fast komplett leer. Also hier, wie vorhin schon angesprochen, vom System selbst her und von der Energieeffizienz leider nicht ganz so geil und auch die Energie fällt sehr schnell, sehr stark ab. Und dann wird das ganze Modell nicht mehr ganz so spritzig. Und hier, wie gesagt, ich muss leider heute ein bisschen stärker auf dieses Thema eingehen, denn ich habe eben letzte Woche erst das Review gemacht zu dieser VFC BCM mit dem Stahlverschlussträger drin. Aus dem Ding hat man 120 Schuss rausdrücken können, mit einem mega Kick drin, mit einem mega Rückstoß und die war von der Effizienz und auch von der Energie deutlich konstanter, richtig schön konstant und wie gesagt von der Effizienz deutlich besser. Also hier, wie gesagt, vielleicht eventuell das ganze Gassystem hier von der KC02 doch ein kleines bisschen in die Jahre gekommen und kann eventuell nicht mehr mit modernen Systemen einmal mithalten. Und wie gesagt, denn rein theoretisch müsste das Modell deutlich effizienter sein, da natürlich auch die neuen Magazine, die hier beiliegen, einen deutlich größeren Gastank haben, wie noch die alten KC02 Magazine. Wer sich zurückerinnert, die KC02 hatte so ganz kleine Knubbelmagazine einmal enthalten mit einem deutlich kleineren Gastank und selbst die ist schon auf 60 Schuss gekommen maximal. Also wie gesagt, hier irgendwie vom Gassystem nicht ganz effizient, Energie fällt stark, schwankt stark und natürlich auch kein Rückstoß vorhanden. Dann lasst uns doch gleich über die Magazine sprechen, welche jetzt hier angeboten werden. Und die sind wirklich nicht von schlechten Eltern, muss man sagen. Gerade im Vergleich noch zu den Standard KC02 Magazinen von KJW damals. Wie gerade schon angesprochen, es sind letztendlich Nachbauten oder Kopien vom BX520 Magazin. Entsprechend bekommt ihr aber auch 37 Mumpeln in das Magazin rein.
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Magazin zu befüllen. Entweder ganz normal Feder ganz zurückziehen, dann habt ihr hier unten letztendlich den Einlass, also letztendlich so eine kleine Öffnung, wo ihr mit dem Speedloader die Kugeln reindrücken könnt. Ihr könnt aber auch ganz normal hergehen und könnt das Teil von oben mit einem Speedloader befüllen, mit einem GBB-Aufsatz. Warte mal, wo liegt denn der? Hier. Ah, ich habe ihn sogar da liegen noch. So einen meine ich hier, bedeutet einfach so ein Speedloader, der quasi so eine Rampe drin hat, um die Kugel nach unten zu fördern. Damit habe ich jetzt die ganze Zeit die Magazine befüllt und es geht von vorne, geht es wunderbar. Also einfach letztendlich, ja, wartet mal, vielleicht könnt ihr das so besser sehen. Also letztendlich einfach genau 90 Grad einmal aufsetzen und hier oben einfach die BBs reindrücken. Das funktioniert tadellos mit den Aufsätzen. Und dann werden die BBs auch richtig schön immer sauber gesteckt vorne. Das ist eben, wenn man es von unten befüllt, nicht immer der Fall. Dann habt ihr teilweise 2 Stück auf einer Seite und von oben werden sie einfach immer schön sauber versetzt geladen. Wie gesagt, so ein Speedloader ist leider keiner enthalten. Besorgt ihr euch einen mit GBB-Aufsatz, funktioniert super mit den Magazinen. Auch die Lippe oben, die Kunststofflippen sind nicht zu eng, gerade im Vergleich zu GHK, wo ihr die Kugeln teilweise nicht mehr reinprügeln könnt, oder auch VFC sind ein kleines bisschen straffer. Hier oben die Lippen sind ein kleines bisschen weicher, bedeutet, ihr müsst auch mit dem Speedloader nicht drücken wie ein Ochse, sondern ganz normal, wie man es von einem Midcap-Magazin kennt, von der SAEG, einfach ganz normal reindrücken. Wie gesagt, es funktioniert tadellos. Von der Qualität her ebenfalls sehr gut, muss ich sagen. Es ist außenrum komplett Polyamid-Kunststoff, die Hülle. So ganz leicht ein bisschen Struktur einmal drauf. Hätte vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer strukturiert sein können, damit es ein bisschen griffiger ist. Macht aber keinen Abbruch. Wie gesagt, fühlt sich gut an, sieht gut aus. Von der Verarbeitungsqualität tipptopp. Und auch der Gastank ist natürlich im inneren Bereich, wie vorhin schon angesprochen, entsprechend im Vergleich zu den Original-KJW-Magazinen etwas größer. Dadurch aber die Effizienz leider auch nicht wirklich besser geworden. Haben wir gerade schon angesprochen. Aber wie gesagt, 730 Schuss einwandfrei. Auch der Übergang vom Gas Rotor zu Nozzle oben ist wunderbar. Nur der Rotor ist vielleicht ein kleines bisschen zu hart gewählt. Das fühlt sich fast an wie Kunststoff. Der hätte vielleicht ein bisschen, der Gummi vielleicht ein bisschen weicher sein können. Da das Ganze aber, und ich gehe stark davon aus, da das Ganze eben auch KJW-Nachbau ist, müsstet ihr hier auch vorn. Wer bietet denn an? Leylex? Ich weiß es nicht. Schaut mal bei WGC, da bekommt ihr auch bessere Rotor, die sind ein kleines bisschen weicher. Die gibt es auch schon seit, keine Ahnung, 6 Jahren oder sowas, wenn der noch welche herbekommt. So, ein ganz großer Pluspunkt bei dem Magazin, muss ich heute sagen, das ist der Preis. Denn bei mir auf der Rechnung ist ein Magazin mit gerade einmal 30 € verbucht. Es müsste rein theoretisch Original-Shoppreis sein. Also wenn die Dinge wirklich nur 30 € kosten, finde ich das für ein GBB-Magazin wirklich akzeptabel. Wenn ihr mal schaut, ein VFC-Magazin AR15 kostet 80 €. Da ist das schon fast ein Schnapper dagegen, muss man sagen. So, eine kleine Ergänzung. Gestern Nacht hatte ich die Internals gefilmt. Da war ein Magazin war da nebenbei auf dem Tisch gelegen. Da hat es immer so ein ganz kleines bisschen gezischt im Ohr. Und hier war bei einem Magazin unten das Einfüllventil ein ganz kleines bisschen undicht. Das hat man letztendlich bei vielen GBB-Magazinen immer wieder, dass sie mal hier ein bisschen undicht werden am Auslass oder hier unten ein bisschen undicht werden. Habe ich letztendlich einfach nur das Einfüllventil circa, keine Ahnung, 1/4 Umdrehung, wenn überhaupt, oder 1/8 Umdrehung, kleines bisschen weiter zugeschraubt. Und jetzt ist es wieder wunderbar dicht und zischt nicht mehr. Wie gesagt, damit muss man einfach klarkommen, wenn man sich eine GBB kauft. Wie gesagt, 37 Schuss Kapazität, Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich die Magazine wirklich klasse. Dann lasst uns auch heute noch ein paar kleine Details in der Nahaufnahme durchsprechen. Fangen wir hier wieder erstmal vorne an. Wie vorhin kurz angesprochen, hier aufpassen, eben diese Gewindeschutzkappe. Ihr seht die Macken hier, die sind von mir. Genauso wie diese Macke hier einmal im Outer. Da hatte ich die Knüfte draußen, glaube ich, aus Versehen ein bisschen auf den Stein oder so gelegt gehabt. Auf jeden Fall habe ich hier eine kleine Macke reinbekommen. Also wie gesagt, nicht out of the box der Fall, sondern es kommt letztendlich alles vom Testen. So, wie gesagt, hier nochmal kurz als Wiederholung, war standardmäßig leider sehr stark verklemmt, das Gewinde out of the box, dementsprechend Rohrzange nehmen müssen, hatte auch ein bisschen Papier außenrum gewickelt, war aber anscheinend nicht dick genug, dementsprechend hier ein paar kleine Kratzer reinbekommen. So, hier einfach nur nochmal ganz kurz für euch im Detail, im besten Fall immer hier einfach hinten einen kleinen O-Ring draufziehen, damit sich eben das Gewinde nicht verklemmen kann. Bedeutet, ihr könnt die Kappe so stark draufknellen, wie ihr wollt. Ihr bekommt sie dennoch ohne Werkzeug wieder problemlos ab. Wie gesagt, vorhin schon kurz angesprochen, hier einfach nur noch mal kurz als Detail. Dann können wir uns im Detail ebenfalls den Vorderschaft nochmal anschauen. Habe ich vorhin schon kurz angesprochen, ist vom Design her
Ja, wirkt da einfach ein bisschen klobig oder einfach so ein bisschen lieblos, finde ich zumindest. Da hätte man vielleicht auch gegebenenfalls ein bisschen sich an so AR-15-Modelle ein bisschen orientieren können. Vielleicht ein bisschen stärker abgerundet und dann vielleicht nochmal ein paar mehr Cuts irgendwie rein. Das ist letztendlich einfach so ein, ja, wie so ein Rechteck, wie so ein Kasten einfach, der da vorne letztendlich dranhängt. Also vom Design, wie gesagt, da kann man sich drüber streiten, wäre aber sicher noch ein bisschen eleganter gegangen. So, Aluminiumqualität ist super, wird auch gut mit dem Receiver und mit dem Outer verbunden, bedeutet hier seitlich diese QD-Aufnahmen werden verschraubt letztendlich, dann hier der Übergang zum Receiver, wunderbar von der Passgenauigkeit her. Dann habt ihr hier vorne nochmal diese QD-Aufnahme aus Alu und dann wird letztendlich abschließend alles über die untere Schraube, über diese hier, mit dem Outer und mit dem Receiver innen drin letztendlich verbunden. Und dann sitzt das Ganze drum wirklich perfekt und passt genau einmal dran. Nur hier vorne eben keine Verbindung mehr und wenn man es wirklich übertreiben möchte, könnte man dann hier auch den Outer ein bisschen runterdrücken und dann bekommt man hier ein bisschen Spielreim, wenn ihr das sehen könnt. Aber das ist wirklich nur, wenn man es darauf anlegt und wirklich das Zeug, wie ich jetzt hier hoch und runter biegt. Letztendlich bei einer normalen Verwendung stört das nicht weiter. Die gesamte Pickrail im oberen Bereich ist einteilig aus Aluminium gefertigt und wird dann letztendlich über 5 Schrauben ja, mit dem Receiver und mit dem Outer verbunden. Bedeutet, wenn wir mal oben drauf schauen, könnt ihr das so schön erkennen. Also hier 2 Schrauben, die in den Outer reingreifen und hier hinten die Schrauben, die gehen letztendlich dann einmal in den Zink-Receiver rein. Bedeutet letztendlich das Gehäuse hier innen drin, wo auch letztendlich der Verschlussträger drin läuft. Wartet, ich mache mal das Magazin raus. Hier oben das Gehäuse ist komplett einmal aus Zinkguss gefertigt. Aber auch hier kann man nicht schimpfen. Ihr könnt auch vielleicht die Passgenauigkeit sehen zu der Schaftung unten, welche aus Polyamid-Kunststoff gefertigt ist. Hier von der Passgenauigkeit wirklich klasse. Auch hier hinten die Übergänge, die Radien sind schön sauber. Also da kann man auch definitiv, was die Qualität angeht, nicht schimpfen. Und auch die Haptik von dem Polyamid-Kunststoff hier vom Receiver ist wirklich schön. Auch so kleine Designelemente reingezogen hier seitlich. Finde ich einfach toll, macht einen guten Eindruck und passt einfach und ist stimmig, würde ich sagen. Also auch hier können wir nicht meckern. Wie gesagt, Lower Receiver oder Schaftung unten wirklich super, Qualität toll, auch keine ausgeprägten Spritzgussnähte, alles sitzt passgenau drin. Nur eben, wie vorhin schon kurz angesprochen, der kleine Spannhebel hier oben, der ist ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig. Denn ihr müsst halt jedes Mal beim Nachladen, wenn ihr das Magazin dann drin habt, müsst ihr hier umgreifen, wie bei einer AK, so seitlich, und müsst dann das Ding da hinten wieder mit einem Finger einmal lösen. Und der ist halt wirklich nur gerade so groß, dass der mit einem Finger hinkommt. Also der ist wirklich sehr, sehr knubbelig geraten, sage ich einfach mal. Ist aber letztendlich natürlich genauso wie bei der KC02 damals. Und dann lasst uns ebenfalls im Detail noch über den Abzug sprechen. So, und der ist leider vielleicht modellbedingt nicht gerade schön. Werde ich auch im Fazit später nochmal mit aufnehmen, vermutlich als Neutralpunkt. Denn ihr habt bei dem Abzug, erstens mal seht ihr, der Abzug selbst steht sehr weit hinten letztendlich im Abzugsbügel. Bedeutet sehr weit hinten an der Wandung dran. Und dann ist auch der Abzug vom Druckpunkt und vom Abzugsgewicht, ja, wie soll ich das sagen, also nicht wirklich definiert oder so. Bedeutet, wenn wir hier einmal durchladen und das System spannen, dann habt ihr sofort hier vorne, kommt sofort ein kleines bisschen Widerstand drauf, aber auch das ist nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen, nicht irgendwie crisp, sondern ihr seht, es ist ein bisschen schwammig hier einfach. Und dann habt ihr auch keinen definierten Druckpunkt, sondern ihr zieht es einfach mit dem konstanten Abzugsgewicht einfach hinter und irgendwo ganz, ganz hinten schlägt das Ding dann ab. Ich meine, ja, er ist kurz, aber er fühlt sich dadurch irgendwie ein bisschen komisch an irgendwie. Also wenn der gesamte Abzug vielleicht nochmal 4-5 mm weiter vorne gestanden wäre und hätte dann so einen schönen definierten Druckpunkt gehabt, wäre das eine super Sache gewesen. Hier eher ein bisschen schwammig und irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Also ich finde ihn leider nicht ganz so prickelnd. Und auch aufgrund der Feder, welche hier oben im 45-Grad-Winkel über so einen Pin reinläuft, quasi hier oben drin, kratzt das Ganze ein kleines bisschen. Bedeutet, ihr merkt richtig, wie dieser Pin hier oben in diese Bohrung einmal hereingedrückt wird und dadurch ein bisschen kratzt und ein bisschen scheuert. Wie gesagt, Abzug, ja, vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir haben aber auch schon schönere gesehen.
Und abschließend auch noch ein paar Worte zum Schaft hinten, werde ich auch später im Fazit noch mit aufnehmen. Wie vorhin schon kurz angesprochen, leider nicht in der Länge einstellbar, für mich fast ein kleines bisschen zu lang. Allerdings von der Verarbeitungsqualität und vom Material wirklich klasse und natürlich extrem leicht das Ganze. Ihr seht auch die Aufnahme, wie vorhin schon kurz angesprochen, 2 Schrauben drin und dann habt ihr wie bei einer MCX oder MPX habt ihr hier hinten direkt einmal diese Picatinny-Schiene dran. Bedeutet, wenn ihr eine andere Schaftung oder einen anderen Hinterschaft haben möchtet, dann ist das Ganze eben zu solchen Picatinny-Adaptern kompatibel. Ihr könntet also rein theoretisch, gut, wird ein bisschen teuer werden, aber ihr könntet rein theoretisch natürlich auch ganz normale Buffer-Tube-Adapter hier hinten drauf verwenden. Würde aber rein vom Design nicht wirklich zu der Waffe passen. Hier aber die Qualität wirklich klasse, bedeutet es Aluminiumbauteil hier, das müsste gegossen sein, das ist nicht gefräst. Aus Aluminium ist geschlitzt, dann kommen die 2 Schrauben durch und dann presst ihr das hier einmal letztendlich auf die Pick-Rail oder auf die Picatinny drauf. Und dann wird letztendlich der hintere Schaftbereich aus Polyamid-Kunststoff wird dann mit einer großen Schraube hier innen drin einmal aufs Aluminium draufgeschraubt. Und dann sitzt das aber alles wunderbar. Bedeutet, er ist zwar wirklich schlank und dünnwandig, aber selbst wenn ihr da mal mit ein bisschen Gewalt hin und her macht, das Ding ist wirklich von der Qualität und vom Material wirklich klasse. Richtig guter Polyamid-Kunststoff, viel Glasfaseranteil drin, von der Qualität wirklich hervorragend. Nur auch, wie vorhin schon kurz angesprochen, kann man vielleicht jetzt hier, wenn ich es ein bisschen drehe, nochmal kurz im Detail erkennen, hier leider bei der Wange doch relativ scharfkantig, finde ich. Bedeutet hier diese Kante hier, oder die hätte man vielleicht noch ein bisschen stärker abrunden können oder vielleicht nochmal irgendwie ein Gummi-Ei aufbringen können oder sowas, denn hier, die ist ein bisschen scharfkantig und da liegt man halt voll mit der Wange drauf. Wie gesagt, das ist ein bisschen unangenehm teilweise sogar. Aber wie gesagt, ansonsten ist der Schaft wirklich tipptopp. Hätte man ihn in der Länge einstellen können, wäre vielleicht sogar hervorragend. So Leute, und bevor es dann gleich weitergeht mit den Internals und mit den systemrelevanten Teilen, kurz ein paar Tipps für die Demontage, für eine Wartung oder wenn ihr eben euch so eine zusätzliche Nozzle kaufen wollt. Wie gesagt, leider kein Endpass drin, sondern das wird mit unterschiedlichen Nozzeln geregelt, das Ganze. Dann wiederum muss ich aber doch auch dem Spieler die Möglichkeit geben, die Nozzle auch recht zügig eigentlich zu tauschen, wenn ich schon diese Nozzeln einmal anbiete. Und das ist leider wieder der pure, bitte entschuldigt die Aussprache, aber das ist wieder der pure Abfuck. Denn zum größten Teil sind die Schrauben verklebt und das teilweise auch mit einer hochfesten Schraubensicherung. Gerade die allerwichtigste Schraube, wenn man sich das mal anschaut, hier sitzt letztendlich das Gehäuse drin und dann wird das Ganze von unten letztendlich einmal mit dem Pin hinten gesichert. Den könnt ihr ganz normal rausklopfen. Und jetzt habt ihr aber hier unten im Vorderschaft eine riesengroße, fette, lange Schraube drin. Und die ist, wie gesagt, die ist mit hochfester Schraubensicherung einmal reingeknallt. Ich meine, wenn ihr euch die Schraube jetzt mal anschaut, bedeutet, ihr seid darauf angewiesen, wenn ihr mal an die Nozzle ran wollt, wenn ihr mal ein verschlissenes Bucking tauschen müsst oder wenn irgendwas im Eimer ist, müsst ihr mit sehr viel Hitze wieder an die Schraube rangehen, damit ihr ansatzweise diese Schraubensicherung wieder lösen könnt. Ansonsten werdet ihr diese Schraube nicht aufbekommen. Und wenn ihr dann nicht aufpasst und mit zu viel Gewalt vorgeht, dann noddelt ihr auch den gesamten Schraubenkopf einfach aus und dann bekommt ihr sie gar nicht mehr raus, außer ihr bohrt sie raus. Also das finde ich schon wieder nicht so geil gelöst. Warum klebe ich diese blöde Schraube rein? Das ist doch Murks. So, und das ist aber nicht die einzige Schraube, denn natürlich auch im oberen Bereich, wenn wir uns dann mal das Gehäuse anschauen, auch hier letztendlich da hinten, auch am Outer innen drin, dann bei der Hop-Up-Kammer, es ist letztendlich alles, alle Schrauben oder sehr, sehr viele Schrauben verklebt, genauso wie die hier. Schaut mal, da hängt sogar noch so ein fetter Barz an der Schraube einmal dran. Also wie gesagt, hier leider nicht ganz so schön, das Modell zu demontieren für eine Wartung. Also Leute, dann geht's los mit den Internals. Schauen wir uns die ganzen einzelnen Komponenten mal im Detail an und auch die kleineren Unterschiede, die mir jetzt aufgefallen sind zur KJW KC02 beziehungsweise zu der KJW KC02, welche ich damals auch besessen habe. Wie gesagt, ob es da jetzt noch andere KC02-Versionen gibt, irgendwie vielleicht eine V3 oder so und dementsprechend die Bauteile zu der identisch sind, weiß ich leider nicht. Also Gehäuse ist hier auch komplett aus Zinkguss gefertigt, ist auch das schwerste Teil eigentlich an der ganzen Knifte, denn ihr seht hier die Wandstärke letztendlich komplett außenrum Vollmaterial Zinkguss und dementsprechend natürlich
ja, relativ schwer das Ganze drum. Hätte man gegebenenfalls vielleicht sogar aus Aluminium fertigen können, dann wäre das Ding natürlich noch um einiges leichter gewesen. Aber wie gesagt, hier komplett aus Zink und von der Qualität würde ich sagen, erstmal in Ordnung. Hier hinten wurde sogar im inneren Bereich, könnt ihr vielleicht sehen, da wurde auch ein bisschen nachgearbeitet bei der Aufnahme für die Federstange von der Schließfeder oben drin. Sieht aus, als wäre hier nochmal ein bisschen geschliffen oder ein kleines bisschen gefräst worden. Vermutlich da sonst gegebenenfalls der Verschlussträger da hinten einmal drauf geknallt wäre, wenn hier die Höhe nicht korrekt gewesen wäre. Also das ist in Ordnung, würde ich mal sagen. Und auch so von der Qualität kann man nicht schimpfen. Wie gesagt, ja, es ist komplett Zink, weicht aber, wie gesagt, weicht von den Maßen und weicht auch hier vorne von der ganzen Aufnahme, weicht doch ein kleines bisschen ab zur KJW KC02. So, dann das Thema mit den Schrauben hatten wir gerade schon. Wer es nicht weiß, viele Schrauben leider geklebt. Teilweise auch, ich weiß nicht, mit Sekundenkleber oder mit hochfester Schraubensicherung. Und damit plagt man sich auch dementsprechend das Modell zu demontieren. Hier kann man es vielleicht noch mal kurz erkennen, bei der Schraube jetzt ein bisschen weiter hingezoomt. Da seht ihr, dass hier Kleber dranhängt und es macht sogar den Anschein, als wäre das Sekundenkleber. Denn wenn man hier mit dem Fingernagel rumkratzt, dann bröseln so richtig harte, ja, Brocken einmal von der Schraube einmal ab. Und wie gesagt, ihr benötigt einfach bei manchen Schrauben unheimlich viel Hitze, damit ihr diese gelöst bekommt. So, im Verschlussträger oder im Gehäuse selbst läuft dann einmal der Verschlussträger. Auch dieser ist aus Zinkguss gefertigt, ist nahezu identisch zur KJW KC02 oder baugleich. Nur hier unten ist die Spritzgussqualität, vielleicht kann man das ein bisschen erkennen, da ist hier der Übergang, ist hier so ein bisschen körnig oder so ein bisschen franzig, also da scheint das Material nicht korrekt, ja, nicht vollständig vielleicht gegossen zu sein oder sowas. Macht aber jetzt im Bock nicht fett. Laufen tut das Ding, wie gesagt, wunderbar, wie aber auch schon vorhin vielleicht kurz angesprochen bei den allgemeinen Informationen. Ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass ihr den gleichen Kick habt oder Rückstoß habt, wie wenn ihr euch jetzt eine M4A1 von VFC oder sonst irgendwas holt. Also wer sich das Ding kaufen möchte, weil er denkt, ja, das ist geil, das ist eine GBB, die macht Spaß, die hat einen Rückstoß, das ist eben genau bei diesem Modell eben nicht der Fall. Auch wenn der Verschlussträger aus Zink ist das Ding so klein, hat kaum Gewicht drauf und hat natürlich auch einen Kurzhub. Bedeutet, ihr habt da einfach nicht den Weg wie bei einer AR15, der zurückgelegt wird bis hinter in die Buffer-Tube, sondern das Ding bewegt sich halt wirklich, vielleicht wenn es hochkommt, ja, da innen drin vielleicht 50 mm und das war's dann. Da kann nicht wirklich viel Rückstoß einmal entstehen da innen drin. Was ihr auch seht, dass hier letztendlich das gesamte Material ja im Material läuft, bedeutet, ihr habt hier nicht irgendwie am Verschlussträger irgendwelche Rollen oder sowas drauf, sondern hier rutschen letztendlich die Flächen einfach nur übereinander. Dementsprechend eben auch aufpassen, dass hier immer ausreichend gefettet ist innen drin und natürlich frei von Schmutz und Verunreinigung. Ansonsten könnt ihr da relativ starkes Kratzen in das System reinbekommen. Hier out of the box war alles wunderbar geschmiert und gefettet, läuft dementsprechend, wie gerade schon gesehen, tadellos. Und auch vom Verschleiß her bis jetzt wirklich gut. Man sieht jetzt hier zwar, wo der locker läuft, ja, da geht die Beschichtung schon bereits weg, ist aber ganz normal. Auch hier hinten, wo der Hammer Roller drauf läuft, auch hier ist die ganze Beschichtung bereits einmal abgetragen. Und auch hier oben, wo das Ganze letztendlich an der Führung schleift oder läuft, auch hier sieht man schon ein kleines bisschen so, ja, einfach nur Schleifspuren. Es ist aber wirklich an jeder Position letztendlich nur die Beschichtung und nicht das Material selbst abgetragen. Bedeutet auch hier die Rampe, wenn ihr da mit dem Schraubendreher mit der Kante drüber fahrt, es ist wirklich nur die Beschichtung. Also hier kein Materialabrieb, falls man das denkt, ist hier eben nicht der Fall. So, im Verschlussträger selbst ist dann die Nozzle einmal drin verbaut. Diese weicht, soweit ich das jetzt feststellen konnte, nur im vorderen Bereich ein kleines bisschen zur KJW-Nozzle ab oder sie wurde von KJW überarbeitet. Wie gesagt, das weiß ich eben nicht. Denn wenn ihr euch die Nozzle vorne mal anschaut, die SSQ-Nozzle hat hier eine kleine Schräge vorne am Auslass. Die Original KC02-Nozzle von KJW war hier noch komplett vollständig rund und gerade vorne. An dementsprechend, wie gerade schon oder wie vorhin schon angesprochen, ich weiß nicht, ob das eine KJW ist oder ob das Ding irgendwo in China nachgebaut wurde. Wie gesagt, keine Ahnung, kann ich so auch jetzt bei den Bauteilen nicht wirklich herausfinden.
Auch im Allgemeinen ist die Nozzle von sehr guter Qualität, muss man sagen. Bedeutet, sie ist einfach schön gegossen, auch aus einem sehr hochwertigen Material. Auch das müsste Polyar mit Kunststoff sein. Bedeutet, wenn man mit sehr viel Kraft das Material reindrückt, kann es minimal ein kleines bisschen nachgeben, aber es platzt nicht und reißt nicht. Bedeutet, nicht spröde. Dementsprechend gutes Nozzle-Material, kann man überhaupt nicht schimpfen, und auch läuft die Nozzle natürlich wunderbar einmal im Verschlussträger drin. Also auch hier kein Reiben, kein Haken drin, flutscht wunderbar, so wie man sich das wünscht, und läuft auch einwandfrei auf dem Pistonhead bzw. ja auf der Nozzle-Dichtung hinten. Schauen wir uns dann gleich an. Jetzt aber eben noch der Punkt, und zwar Thema Inner Valve, wie bei der Demontage vielleicht gerade schon kurz angesprochen. Finde ich heute ein bisschen fragwürdig, warum man das so umsetzt, denn das Inner Valve, die pro Nozzle, weicht ein bisschen ab. Bedeutet, ihr seht, standardmäßig soll das hier die 2 Joule-Variante sein. Hat es im Chrono nicht gebracht mit dem Red Gas, vielleicht mit einem Black Gas bei 20 Grad oder sowas. Dann könnte das Ding natürlich 2 Joule drücken, aber was ihr vorhin auch schon gesehen habt, die Energie fällt einfach sehr, sehr schnell und sehr stark ab. Und dann schwankt das Modell auch relativ stark. So, worauf ich jetzt aber hinaus möchte, letztendlich sind die Nozzlen exakt immer 1:1 identisch, sondern es gibt hier einfach nur ja, unterschiedliche Inner Valves. Bedeutet, hier sind 3 Nozzlen mitgeschickt worden. Da seht ihr so eine kleine Laserung außen drauf. Da habt ihr einmal die 1 Joule Variante, 1,5 Joule und 2 Joule Variante. So, und das halte ich jetzt erstens mal für sehr kritisch, das überhaupt drauf zu schreiben. Denn auf was ist denn das angegeben, diese 2 Joule? Mit welcher Kugelgrammatur, mit welcher Gassorte, bei welcher Temperatur soll die Nozzle die Energie bringen? Also das ist ein bisschen weit hergeholt, meiner Meinung nach, hier die Joule letztendlich auf die Nozzle drauf zu schreiben. Und letztendlich, wie gesagt, die Nozzlen sind alle identisch, nur das Inner Valve und die Federn weichen minimalst ein bisschen ab. Bedeutet, kann man schlecht reinschauen, oder? Naja gut, ich erkläre es euch mal ganz kurz. Das hier ist, wie gesagt, die 2 Joule Variante, und letztendlich bei der 1,5 und bei der 1 Joule Variante ist das Inner Valve einfach vom Auslass her ein kleines bisschen enger gefertigt. Bedeutet, es kommt einfach ein bisschen weniger Power oder ein kleines bisschen weniger Gasfluss raus. Und auch wenn man die Nozzle mal vergleicht, gerade die 1 Joule Variante mit der 2 Joule, das wären dann diese beiden hier, dann merkt man auch, wenn man hier mit dem Schraubendreher mal ganz vorsichtig ein bisschen kontrolliert, dann merkt man auch, dass einfach das Inner Valve bei der 1 Joule Variante etwas schwächer gefedert ist, wie bei der 2 Joule Variante. Bedeutet, hier ist bei der 2 Joule Variante ist eine minimalst stärkere Feder letztendlich drin. Dadurch kann natürlich das Inner Valve ein bisschen später schließen, bedeutet, es kommt mehr Gas in den Lauf rein, dementsprechend natürlich auch der Gasverbrauch höher, Cooldown-Anfälligkeit schlechter, und bei der 1 Joule Variante schließt eben das Inner Valve aufgrund der schwachen Feder schneller und dementsprechend eben auch die Gaseffizienz etwas besser, nicht so Cooldown-anfällig, aber natürlich auch dementsprechend weniger Energie drin. So, wie gesagt, diese Lösung mit diesen unterschiedlichen Inner Valves halte ich irgendwo heutzutage im Jahr 2023 für ein bisschen ein Quatsch. Gerade wenn eben die Demontage, man sich so plagt und die Schrauben ja mit Sekundenkleber reingeklebt wurden, hätte man doch viel schöner mit einem Endpass lösen können. Denn wie gesagt, jetzt nehmen wir mal an, ich mache mir da die 1,5 Joule Nozzle von mir aus rein. Dann habe ich ein Red Gas drin, gehe auf irgendein Spielfeld, 28 Grad draußen, und das Ding hat vielleicht trotzdem 1,8 Joule, weil vielleicht die Gassorte zu hoch ist oder die Temperatur zu hoch ist. Dann wäre doch einfach ein Endpass innen drin deutlich schöner gewesen. Dann hätte man einfach mit einem Inbus von unten durch den Magazinschacht reingehen können, hätte innen drin seinen Sechskant einstellen können und dementsprechend die Energie bei der gleichen Nozzle einfach immer ja anpassen können. Also das ist irgendwie, wie gesagt, das mit der Nozzle und den unterschiedlichen Inner Valves, finde ich, ja, vielleicht gut gedacht, aber hätten wir heutzutage auch definitiv mit dem Endpass etwas schöner lösen können. Der Pistonhead und die Arretierung dafür sieht dann wieder 1:1 identisch aus zu KJW. Bedeutet hier, wie gesagt, weiß ich nicht, ob es einfach nur nachgebaut wurde oder halt KJW ist. Wie gesagt, auch die Nozzle-Dichtung hinten exakt identisch. Leider auch weiterhin, wie schon bei dem alten, 7 Jahre alten KJW-System, immer noch der Pistonhead aus einem sehr, sehr harten Gummimaterial gefertigt.
Und das Ganze eben nicht irgendwie über eine Ventilation, sondern immer noch so ein relativ spezieller Pistenhead. Das kennt man, das hat KJW früher immer häufig verwendet oder verwenden sie bei ihren Standardkniffen heutzutage immer noch. Und die Pistenheads haben einfach das Problem, dass sie von Haus aus schon relativ hart sind. Und wenn man da einfach viel spielt mit den Dingern, dann werden die relativ zügig porös und dann fangen zum Reißen an und dichten nicht mehr sauber ab. Also wie gesagt, diese Pistenheads, da sollten wir immer welche auf Ersatz zu Hause haben. Zumindest mal 2 Stück. Denn das ist so eigentlich das Hauptbauteil, ja, was gerne mal oder sehr zügig einmal verschleißen kann. So, und wie gesagt, man hat hier auch keine sonderlich tiefe Nut in dem Pistenhead letztendlich drin, damit es sich wirklich schön ausdehnen kann, sondern es ist letztendlich nur so, ja, so eine kleine Lippe außenrum. Aber das Ganze läuft out of the box wirklich gut, da können wir nicht maulen, auch vom Durchmesser her sieht es gut aus, bedeutet ja, es muss sich ein bisschen aufblasen, damit es einwandfrei abdichten kann und gleitet hier wunderbar einmal innen drin. Die Installation von der Feder ist halt ein bisschen, oder muss man sich ein bisschen rantasten. Bedeutet, wenn ihr es mal tauscht oder mal rausbaut, schauen, dass ihr die kleine Öse hier mit dem Pin wieder verbindet. Bedeutet, vorsichtig einmal reinschieben und dann könnt ihr hier seitlich, müsst ihr es genau ausrichten, damit der Pin letztendlich dann später durch die Feder einmal durchgeht, damit es wieder sauber einmal arretiert wird, das Ganze hier hinten dran. Und der Kolben letztendlich oder die Arretierung für den Pistenhead ist letztendlich auch ein ganz normaler Zinkguss. Bedeutet auch hier relativ schwer das Ganze. Vom Aufbau her, wie gesagt, exakt identisch wie bei KJW oder wenn es KJW halt ist, steckt hier letztendlich hinten einmal drin und wird dann über einen Spannstift hier hinten letztendlich einmal gesichert bzw. gelockt. Die Schließfeder und auch der leider sehr kurz geratene Spannhebel macht für mich den gleichen Eindruck wie bei der KC02. Auch hier vom System kein Unterschied, bedeutet letztendlich läuft hier der Spannhebel innen drin. Ja, auf der Edelstahl-Federstange hier seitlich. Hier ist letztendlich eure Recoil Spring oder Schließfeder. Und hier wird dann letztendlich nur am Spannhebel der Verschlussträger einmal hier vorne arretiert. Und dann läuft das ganze System da oben drin. Wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, hätte man vielleicht, wenn man schon das Modell optimiert oder anpasst oder neu konstruiert oder nachbauen lässt oder whatever, wäre es vielleicht sogar recht cool gewesen, den Spannhebel noch ein bisschen zu erweitern, damit der vielleicht ein ganz kleines bisschen länger ist oder vom Design noch mal ein bisschen überarbeiten, denn der ist wirklich ziemlich gewöhnungsbedürftig und sehr, sehr klein und sehr, sehr knubbelig geraten. Wenn ihr mal eine Wartung macht, wie vorhin schon angesprochen, hier oben drin schauen, dass hier oben drin alles schön sauber ist, keine Schmutzpartikel drin sind und dann immer schauen, dass ihr hier oben auf die Führung kleines bisschen Silikonfett einmal auftragt, damit einfach der Verschlussträger da innen drin schön sauber laufen kann. Auch hier auf die Feder mache ich ein ganz kleines bisschen Silikonfett einfach drauf, damit es alles schön reibungsfrei arbeiten kann. So, dann zur Installation. Nehmt ihr den ganzen Verschlussträger her, dreht ihn so rum, setzt ihn hier hinten einmal ein und zieht dann letztendlich den Spannhebel so weit zurück, bis dieser am Verschlussträger arretieren kann. So, einmal so her, so zack, und dann ist es bereits wieder komplett installiert. Dann lasst uns gleich weitermachen mit der Abzugsgruppe und beginnen wir hier erstmal beim Abzugsgehäuse oder Trigger Housing letztendlich. Und das ist zweiteilig und komplett aus Aluminiumguss gefertigt. Bedeutet hier das gesamte Bauteil ultra leicht letztendlich, komplett aus Aluminium gefertigt. Ebenfalls die Abdeckung, da meint man gerade, man hat ein Stück Pappe irgendwie in der Hand. Also hier aus Aluminium, dementsprechend natürlich gewichtsgespart, nicht aus Zinkguss gefertigt. Und dann von der Passgenauigkeit einwandfrei, würde ich sagen. Da kann man absolut nicht schimpfen, das ist vollkommen in Ordnung. Kein Versatz irgendwie drin, von der Qualität her, ja, kann man auch nicht schimpfen. Hier sieht man so leicht rau ein bisschen von der Oberfläche her, aber wie gesagt, ansonsten einwandfrei. Auch hier unten bei der Sicherung letztendlich vom Gehäuse, da ist ein ganz leichter Verzug drin, kann man gerade erkennen oder kenne ich gerade. Bedeutet hier hinten, wenn man drückt, geht es hier vorne wieder raus. Ja, minimal so ein bisschen verzogen, so circa 0,02 maximal. Das zieht sich aber letztendlich über die Schrauben, zieht sich das wieder hin. Wie gesagt, würde ich gar nicht kritisch sehen, solange es hier
keine gravierenden Probleme gibt von der Passgenauigkeit, irgendwie, dass ein Versatz oder so entsteht, würde ich sagen, ist es vollkommen in Ordnung. Also hier würde ich definitiv nichts kritisieren, ganz im Gegenteil, schön konstruiert, schön leicht, das Ganze eben aus Aluminium. So, dann habt ihr im Housing selbst, habt ihr integriert euren Magazinhalter. Der sitzt hier unten drin aus Alu und ebenfalls hier oben die Arretierung fürs Magazin selbst, ebenfalls aus Aluminium gefertigt und nicht aus Stahl. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht bei KJW oder ob das nicht mal aus Stahl war. Weiß ich nicht. Wie gesagt, kann mich auch täuschen. Auf jeden Fall hier die Arretierung aus Alu und da rastet letztendlich einmal euer Magazin hier oben dann einmal ein. Und da innen drin, letztendlich in dem Magazinhalter, läuft dann letztendlich der Firing Pin. Und falls ihr euch jetzt gerade wundert oder falls ihr es im Hintergrund ganz leicht ein bisschen zischen hört, ich habe hier 2 Magazine am Tisch liegen. Das hier ist tipptopp und das hier, das zischt gerade ganz leicht ein kleines bisschen, irgendwo hier unten. Gut, muss man später mal gucken, irgendwie ist das jetzt ein bisschen undicht geworden gerade. Also nicht wundern, wenn es im Hintergrund ein kleines bisschen so leise zischt, wenn man das überhaupt mit dem Mikrofon wahrnehmen kann. So, also das ist in Ordnung, dann seht ihr hier unten, da ist letztendlich dieser Pin eingearbeitet, dieser gefederte, der ein kleines bisschen auch das Abzugsgewicht steuert. Bedeutet, ihr könnt auch im hinteren Bereich hergehen und könnt hier hinten drin so einen kleinen Gewindestift einmal einstellen. Bedeutet, wollt ihr ein bisschen ein höheres Abzugsgewicht haben, könnt ihr den Gewindestift ein bisschen weiter reinschrauben. Dadurch kommt mehr Federspannung drauf und dementsprechend wird auch das Abzugsgewicht ein kleines bisschen höher, da eben der Pin dann etwas stärker gefedert ist. Der Abzug selbst oder das Abzugsverhalten mit dem Druckpunkt ändert sich dadurch aber nicht. Bedeutet, er bleibt weiterhin genauso schwammig und auch mit einem nicht wirklich definierten Druckpunkt. Aber wie gesagt, ihr könnt das Abzugsgewicht dennoch minimalst ein bisschen da hinten an dem Gewindestift einstellen. Bei der Abzugsgruppe selbst gibt es dann ebenfalls gravierende Unterschiede im Vergleich zur Original KC02 von KJW. Bedeutet, hier sind letztendlich alle Bauteile von der Abzugsgruppe komplett aus Stahlguss gefertigt. Bedeutet, ihr habt den gesamten Hammer komplett aus Stahl, ihr habt den gesamten großen Firing Pin komplett aus Stahl, ihr habt letztendlich die Sears aus Stahl, ihr habt den Locker aus Stahl, nur der Abzug selbst ist einmal aus Aluminium gefertigt. Ist aber jetzt nicht so relevant wie zum Beispiel bei einem AR15-System, denn hier arretiert der Hammer nicht am Abzug, sondern der Hammer arretiert letztendlich am Sear vorne. Und der ist eben auch Stahl gefertigt. Also hier ein ganz, ganz großer Unterschied und meiner Meinung nach auch ein großer Pluspunkt für 300 €, komplette Abzugsgruppe aus Stahl. Finde ich einfach klasse und das Zeug funktioniert einfach wunderbar. Da können wir definitiv nicht schimpfen. Und ebenfalls ein Unterschied ist der Hammer an sich, denn hier könnt ihr vielleicht bereits erkennen, der hat jetzt im oberen Bereich ein Gleitlager bzw. so ein Roller eingearbeitet. Und das hatte eben das Original KC02 Modell noch nicht. Bedeutet hier bei der KJW oder bei der KC02 ist der Hammer noch direkt übers Material gelaufen, beziehungsweise der Verschlussträger. Und hier ist jetzt eben so ein kleiner Roller eingearbeitet, der eben ein bisschen die Last oder die Reibung ein bisschen rausnimmt aus dem System. Finde ich also gut umgesetzt, auch schön gesichert mit einem kleinen E-Clip. Bedeutet, wenn der mal verschlissen sein sollte oder der Pin abgenudelt sein sollte, einfach E-Clip raus, neuen Roller besorgen, wieder reinstopfen, fertig, hat sich die Geschichte erledigt. Also das finde ich 1A und einwandfrei einmal umgesetzt. Und wie vorhin auch schon gesehen, letztendlich hinten am Verschlussträger, ja, man hat hier zwar, wo der Roller dagegen läuft, ein bisschen so diesen Materialabrieb, aber das ist ganz normal. Das ist letztendlich nur die Beschichtung und nicht der Zink, das Material oder der Zink selbst. Also hier gut umgesetzt, der Roller letztendlich auf dem Hammer drauf. Auch hier im zusammengebauten Zustand können wir nicht schimpfen. Die ganzen Bauteile in der Abzugsgruppe laufen wunderbar, auch von der Passgenauigkeit. Nur die Arretierungsfläche vom Hammer hier unten ist weiterhin ein bisschen dünn geraten, beziehungsweise ein bisschen klein geraten. Bedeutet, hier arretiert letztendlich der kleine Zapfen vom Abzug, arretiert hier letztendlich gerade mal an vielleicht 0,8 mm Material. Daher es aber Stahl ist, würde ich das Ganze nicht kritisieren. Wie gesagt, heutzutage modernere Systeme, Marui oder VFC, die haben halt hier eine Arretierungsfläche von bis zu 2 mm, ist dementsprechend nicht ganz so verschleißanfällig.
Und wie gesagt, hier noch ein bisschen, ja, bisschen wenig Material letztendlich am Hammer vorhanden. Aber ansonsten, wenn wir das System mal durchspielen, wie gesagt, hier der Firing Pin, das ganze System wird letztendlich einmal aufgezogen, dann kommt letztendlich der Locker, gibt das Ganze einmal frei vom Firing Pin her. Und wenn wir dann den Abzug einmal betätigen, löst bzw. hier innen drin arretiert dann der Hammer, wie gesagt, an dieser kleinen Mini-Kante. Und wenn wir dann eben den Abzug einmal lösen, schrappt einfach die Kante hier letztendlich am Hammer aus und der Schuss wird letztendlich einmal gelöst. Das ist letztendlich die ganze Funktion von dem System. Also relativ simpel umgesetzt und dementsprechend aber auch, ja, wartungsfreundlich würde ich jetzt nicht sagen, gerade wenn ihr mal den Pin hier rausmacht und da innen drin die Feder installieren wollt von dem Hebelchen, ist ein bisschen tricky. Aber wie gesagt, immer noch schön finde ich, dass man eben auch ein zweiteiliges Gehäuse hat. Weil so kann man jetzt hergehen, kann das alles wunderbar hier ins Gehäuse reinbauen, macht letztendlich dann die Gehäuseabdeckung drauf, schraubt alles zusammen und letztendlich später dann mit einer Zange einfach hinten die Hammer Spring mit der Federstange einfach wieder von hinten mit der Zange installieren. Ist also ein bisschen freundlicher, wie wenn man alles von oben ins Gehäuse reinschieben muss, dann die Federn runterpressen muss, von seitlich dann die Pins reindrücken. Geht hier aufgrund des zweiteiligen Gehäuses ein kleines bisschen leichter. Die gesamte Abzugsgruppe wird dann letztendlich über diese beiden Pins mit dem oberen Verschlussgehäuse verbunden. Und auch hier von der Passgenauigkeit absolut nichts zu meckern. Bedeutet, wenn die Pins drin sind, sitzt es einwandfrei zusammen. Und dementsprechend auch kein Spiel zwischen der Abzugsgruppe und dem Verschlussträger. Das Einzige, was wir hier uns vielleicht noch mal kurz anschauen können, auch wenn ich mich vielleicht kurz wiederhole, der Abzug ist leider ja alles andere als schön. Warte mal, das muss man umdrehen. Also der kratzt und hakt und hat nicht wirklich irgendwie einen Druckpunkt. Bedeutet, ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe es euch vorhin schon mal im Detail erklärt. Abzug leider nicht ganz so geil. Gut Leute, dann kommen wir abschließend bereits zum Thema Lauf- und Hop-Up-System und das wird heute bei den Internals auch leider wieder das längste Thema, worüber wir uns unterhalten müssen. Denn hier war mein Modell oder ist es auch von der Konstruktion und von der Umsetzung wirklich gut gemeint und gut gedacht, aber es funktioniert halt leider nicht ganz so geil wie gedacht. Fangen wir mal ganz kurz an beim Lauf. Habe ich euch bei den technischen Daten schon angesprochen, es ist ein Messinglauf, aber ein ganz spezieller. Bedeutet, Länge sind hier ganz normal 365. Gemessen habe ich 6,03 mm Innendurchmesser. Das Ganze aus Messing, aber von der inneren Qualität, also von der Lauffläche innen drin, leider nicht ganz so geil. Sieht ein bisschen wolkig aus von der Oberfläche, also nicht irgendwie schön poliert oder so, sondern ein kleines bisschen körnig innen drin. Also hier habe ich schon Besseres gesehen, out of the box. So, und dann handelt es sich hier, wie gesagt, um einen sehr speziellen Lauf und nicht zu anderen Läufen kompatibel. Bedeutet, wenn das Ding mal verschlissen ist, wenn ihr mal einen Klemmer drin habt, wenn ihr nicht mehr sauber bekommt, braucht ihr exakt genau diesen wieder, denn nicht kompatibel. Die Aufnahme hinten ist Standard GBB. Bedeutet hier, die Aufnahme hinten stinknormal GBB oder auch VSR, bekommt ihr problemlos andere Backings hinten drauf gezömpelt. Aber die Arretierung ist hier ganz besonders. Bedeutet, ihr habt jetzt hier nicht hinten irgendwie eine AEG-Aufnahme oder VSR-Aufnahme, sondern hier ist die gesamte Halterung für den Lauf sehr stark nach vorne gezogen. Und sowas bekommt man eben nicht auf dem Markt. Finde ich, wie gesagt, ein bisschen schade. Warum man jetzt diesen Weg einschlägt, verstehe ich auch nicht ganz, denn bereits vor 6 bis 7 Jahren gab es bereits auf Shakeways Hop-Up-Kammern für die KJW KC02 kompatibel zu AEG-Läufen oder kompatibel zu VSR-Systemen. Also hier musste man jetzt unbedingt wieder mit Gewalt irgendwie das Rad neu erfinden und dementsprechend leider auf die Kompatibilität verzichtet. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich einen schönen Edelstahllauf rein haben möchte, der einfach langlebiger ist wie Messing? Habe ich keine Chance. Außer Norwich geht jetzt her und bietet eben einen Edelstahllauf speziell für dieses Modell wieder an. Finde ich also ein kleines bisschen schade. Kompatibilität. So, dann kommen wir erstmal zum Bucking. Hier ist ein stinknormales Maple Leaf Autobot 60 Shore Silikon Bucking drauf verbaut. GBB Bucking. Also auch nichts Besonderes letztendlich, aber im Regelfall ein gutes Bucking, wenn es vom Tensioner korrekt angesteuert wird. Aber auch das ist leider nicht der Fall. Bedeutet, das Bucking kann sein Potenzial in dieser Waffe oder in dieser Airsoft gar nicht ausschöpfen. Schauen wir uns hierfür aber zunächst einmal den ganzen Aufbau von diesem Hop-Up-System im Detail an.
Da hat man jetzt zunächst einmal im inneren Bereich diese Aluminiumröhre hier. Und hier seht ihr auch wieder, war alles wieder geklebt. Da ist sogar hier noch ein bisschen Sekundenkleber rausgelaufen irgendwie. Wie gesagt, vorhin schon drüber beschwert, warum man das alles kleben muss. Hier also diese Aluminiumröhre. So, und dann wird aber der gesamte Lauf zusammen mit dem installierten Bucking erstens mal von hinten in dieses Aluminiumröhrchen quasi reingeschoben. So, und da gibt es erstmal ein ganz kleines Problem, denn ihr könnt vielleicht schon hier jetzt erkennen, und ich habe das nicht irgendwie jetzt 5, 6 Mal da irgendwie rumgetestet, rumgezömmelt, sondern es war bereits bei der ersten Demontage, seht ihr, dass hier vorne bereits das Silikon ja verschlissen ist. Denn natürlich hier, wo das Bucking abdichten soll in dieser Nut, da pilzt es ein kleines bisschen auf, beziehungsweise drückt das Silikonmaterial ein bisschen nach außen. So, was passiert jetzt, wenn der liebe Chinese das Ganze installieren möchte in diesem Aluminiumröhrchen? Und natürlich, die Person kennt sich vermutlich nicht aus, geht her, schiebt das Ding da rein. Ja, was passiert? Ihr seht, die ganze Dichtung vorne wird hier letztendlich aufgerieben, da dieses Aluminiumteil hier leider nicht stark genug angefasst ist im hinteren Bereich. Bedeutet, hier muss derjenige, der das Modell zusammenbaut, muss hier wirklich aufpassen, dass es die Dichtung von dem Bucking, damit sich das hier wirklich sauber und schön in dieses Aluminiumteil einmal reinlegt. Und das ist leider aufgrund der Konstruktion oder der fehlenden langen oder großen Phase hier hinten nicht der Fall. Bedeutet, im Regelfall zieht es euch einfach diese Dichtung, seht ihr das? Die zieht es euch hier einfach wieder raus. Bedeutet, ihr müsst unheimlich aufpassen, dass wenn ihr es wieder zusammenschiebt, dass ihr am besten mit einem Schlitzschraubendreher oder irgendwas hergeht und hier schaut, dass ihr die Dichtung so schön und parallel wie möglich letztendlich in dieses Aluminiumröhrchen reinbekommt. Denn ansonsten macht ihr einfach direkt bei der Installation euer Bucking kaputt oder es wird nicht abdichten. So, wenn es dann einmal drin ist, dann schieben wir es am besten ein kleines bisschen hin und her, damit es sich schön reinlegt, letztendlich in dieses Röhrchen. So, und dann sitzt es quasi so drin. Wird jetzt erstmal noch nicht gehalten, denn wie gesagt, der ganze Lauf wird dann letztendlich hier vorne über einen Aluminium-C-Clip gehalten. Auch dieser ohne Führung im unteren Bereich, sondern letztendlich nur über die seitlichen Flächen. Bedeutet, das Ganze steckt dann einmal so hier unten drin. Schauen wir, dass das schön ausgerichtet ist, klipsen das Ganze rein und das ist letztendlich eure ganze Zentrierung. Und auch hier hat der Lauf bereits ca. 2 mm, kleines bisschen Luft. Bedeutet, auch der C-Clip könnte eventuell ein klein wenig enger sitzen oder im unteren Bereich des Laufes vielleicht noch arretieren oder man hätte hier noch eine Fräsung reingemacht, damit es eben, ja, damit der C-Clip einfach komplett ausgerichtet ist. So, aber das ist erstmal gar kein Problem, das ist okay. Wie gesagt, auch hier müsst ihr aufpassen, der rutscht von alleine wieder raus. Wie gesagt, wird nicht wirklich sauber, ja, sauber geklippt sozusagen. So, jetzt sitzt er wieder sauber drin. Also aufpassen, dass er nicht wieder rausfällt. So, und jetzt schauen wir uns den hinteren Bereich an. Jetzt sitzt hier einmal unser Bucking drin. Jetzt wird von hinten diese Aluminiumführung für die Nozzle aufgebracht. So, und die hat eben vom Schützen aus rechts die Aufnahme oder die Fräsung drin für diesen seitlichen Steg vom Hopper-Bucking. Bedeutet, hier müssen wir jetzt aufpassen, damit wir das Teil genau exakt so reinstopfen. Und auch hier kommt es wieder darauf an, wenn wir das reinschieben, aufpassen, denn das Bucking legt sich hier nicht wirklich schön in diesen Aluminiumkörper rein. Bedeutet, immer vorsichtig ein bisschen hin und her drehen, nicht überdrücken, sonst verdrückt das ganze Bucking und schauen, dass das Bucking wirklich sich sauber und schön hinten in die Kante reingelegt hat. Das seht ihr, wenn ihr von hinten reinschaut, es muss einfach sauber drin liegen. So, okay, soweit, so gut. Wie gesagt, soweit, so gut, nichts Schlimmes. Auch vorhin schon angesprochen, TDC-System. Jetzt aber ein Punkt. Wenn wir jetzt hergehen und uns hier oben mal den Durchgang anschauen, wo letztendlich der Tensioner drin sitzt, dann kann man eventuell, wenn ich Licht reinbekomme, kann man es vielleicht erkennen, dass der Durchgang letztendlich oder der Druckaufbau vom Tensioner nur im vorderen Bereich der Patchfläche des Hopper-Buckings kommt. Bedeutet letztendlich, wenn wir jetzt das Teil hier nochmal abziehen, dann seht ihr, oder wer die Maple Leaf Buckings kennt, dann habt ihr ja hier oben dieses Quadrat drauf und genau unter diesem Quadrat ist letztendlich eure Patchfläche. So, jetzt drückt aber dieser Tensioner
nicht diese gesamte Fläche quasi runter, sondern drückt letztendlich ganz vorne nur an der Kante, wo bereits das Autobot-Bucking spitz zuläuft. Also nicht hinten, wo wir die große Reibung aufbauen können, sondern nur vorne. Denn auch der Tensioner ist natürlich jetzt nicht irgendwie sonderlich groß mit 5 mm, sondern es ist einfach nur so ein ganz kleiner Mini-Tensioner, der genau hier im vorderen Bereich drückt. So, und jetzt lasst mich das mal noch ganz kurz rausmessen, damit ich euch das sagen kann, wie groß der ist. 3,8, 3,79, 3,8 mm. So, und dementsprechend drücken wir, wie gesagt, wir drücken das Bucking oder die Patchfläche wirklich nur am Ende von der Patchfläche einmal nach unten. Bedeutet, die große Angriffsfläche im hinteren Bereich, wo im inneren Bereich das Autobot-Bucking zugeht langsam, die nutzen wir gar nicht. Also jetzt konstruiert man hier wieder irgendwas Neues, setzt aber das Hop-Up-System wieder nicht wirklich gut um. Hätte man jetzt hier einfach einen größeren Tensioner aufgesetzt, dann hätte man eben die ganze Fläche nutzen können. So, und hier der nächste Punkt ist, es ist letztendlich auch wieder kein angepasster, abgerundeter Tensioner, sondern einfach so ein kleines Alu- oder Zinkteil, was komplett plan unten ist und gerade ist. Bedeutet, der innere Radius von der Patchfläche wird über den Tensioner rausgedrückt. Also die Zentrierung letztendlich, was sich Maple Leaf hat einfallen lassen, wird eigentlich aufgrund des Tensioners zunichte gemacht. Denn wie gesagt, natürlich, was passiert denn, wenn ihr auf einer Rundung oben gerade drauf drückt? Natürlich, die Rundung geht raus oder die Wölbung. Bedeutet hier, oder genauso, warum glaubt ihr denn, warum ist denn der passende Maple Leaf Omega Tensioner unten abgerundet? Ja, meint ihr nicht, das hat einen Grund? Also hier irgendwie vom Tensioner-System erstens mal, wie gesagt, ein bisschen zu klein geraten, hätte länger sein können. Er ist nicht abgerundet und er drückt eben nur ganz am Ende von der Patchfläche. Also nur die Spitze wird hier runter bewegt. So, und das ist leider auch immer noch nicht ganz so geil, denn es wird die Patchfläche an sich eigentlich zu schwach bewegt. Bedeutet, lasst mich das mal alles zusammenbauen. So, also das Ganze jetzt mal miteinander verschraubt, wie es normalerweise gehört. Jetzt nehmen wir mal einen Messschieber her und messen mal den oberen Durchgang für das Hop-Up-Rädchen. Bedeutet hier, das Rädchen läuft ja da oben einmal in dem Gewinde drin und unten drauf sitzt letztendlich dieser kleine Tensioner, wie gerade schon gezeigt. So, jetzt nehmen wir uns einfach mal doch hier die Höhe. Wie viel Weg haben wir denn vom Durchgang her bis zum Bucking? Bedeutet, man sieht hier, wenn ich einen Messschieber hier mit der Tiefenlehre einmal einsetze, hier ist das Bucking. So, bedeutet, wir gehen ganz vorsichtig mit dem Messschieber ein bisschen zurück. Immer noch ein bisschen Widerstand. Na, jetzt da, ein halber Millimeter vielleicht noch. Jetzt da. So, das ist unsere Gesamthöhe. Bedeutet, bei dieser Höhe liegen wir letztendlich auf dem Bucking auf, bauen aber noch keinen Druck auf. So, und wenn wir jetzt hier mal herschauen, sind es ca. 14 mm. Bedeutet, ich habe das Ganze bereits 5-6 Mal nachgemessen und ich bin immer aufs gleiche Maß gekommen, zwischen 13,9 und 14 mm. Jetzt nehmen wir mal diese Schraube mit dem Tensioner her. So, und auch diese messen wir jetzt einfach mal nach. Bedeutet, wir nehmen den Schraubenkopf von der unteren Kante bis zum Tensioner. Ja, und schaut mal, was wir da haben. Guckt mal, hui, hey, wir liegen bei 13,85 mm. Bedeutet, wie soll ich das, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Bedeutet letztendlich, selbst wenn ihr die Schraube komplett bis anschlagbündig reinschraubt, baut ihr einfach auf das Bucking zu wenig Druck auf. Bedeutet, die Schraube hätte locker nochmal 0,5 mm länger sein müssen, um überhaupt genügend Weg von der Patchfläche zurücklegen zu können. Und dementsprechend waren bei mir auch absolut keine 0,4 Gramm BBs irgendwie in dem System möglich, obwohl sie mitgeschickt wurden. Also wie gesagt, wenn ihr da 0,28 hoppen könnt oder 0,3er, dann könnt ihr wirklich froh sein. Also hier anscheinend entweder Toleranz oder einfach diese Schraube, wie damals schon bei der KJW KC02, war exakt das gleiche Problem. Die Schraube einfach nicht lang genug. Ihr könnt einfach nicht genügend Kraft bzw. nicht genügend Weg zurücklegen. Und das könnt ihr auch ganz schnell einfach selber prüfen, wenn wir einfach das ganze System mal kurz zusammenschrauben. Und zwar nehmen wir uns jetzt letztendlich nur den montierten Outer mit der Hop-Up-Kammer und der oberen Picatinny-Rail her. Da müsst ihr aufpassen, da sitzt noch der O-Ring drin, also der Klemmring letztendlich fürs Einstellrädchen. Könnten wir jetzt auch mal kurz zum Testen rausmachen, spielt keine Rolle. Bedeutet der hier, den legen wir uns mal auf die Seite.
So, der Tensioner ist drin und wir drehen jetzt einfach mal das Einstellrädchen. So, und wir drehen und wir drehen und wir drehen und wir sind immer noch nicht wirklich in dem Tensioner drin. Und jetzt sind wir im Tensioner drin. Ja, wartet mal. Ne, immer noch nicht ganz. Jetzt sind wir drin. So, jetzt sind wir drin. Ab jetzt können wir Druck aufs Bucking ausüben. Guck mal, seht ihr das, wie viel Hub wir da zurücklegen können jetzt noch? Das sind, wenn es hochkommt, vielleicht noch 0,3 Millimeterchen. Wartet mal, ich kann es vielleicht versuchen, irgendwie mal für euch rauszumessen, wenn das mit dem Messschieber irgendwie hinhaut. Schauen wir mal geschwind. Na, nicht wirklich. 0,5 sind es ungefähr. 0,5 Millimeter. So, und gleichzeitig können wir jetzt hier hinten quasi, gut, ihr jetzt nicht, ich schon, ich kann jetzt hier von hinten reinschauen und sehe quasi die Patchfläche vom Bucking. Und selbst wenn ich jetzt hier das Einstellrädchen komplett auf Anschlag runterknell, wird die Patchfläche so gut wie nicht runter bewegt und wie vorhin auch schon angesprochen, wirklich nur das Ende von der Patchfläche, also die vorderste Kante wird runter bewegt. Also hier, wie gesagt, hier die Umsetzung von dem Hop-Up, naja, habe ich leider schon Besseres gesehen. Gut gemeint, auch mit dem Bucking, würde ich überhaupt nicht maulen, ist in Ordnung. Aber wirklich gut funktionieren tut das Ganze leider nicht. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Review SSQ22 GBB und wir sprechen wieder sehr detailliert mein persönliches Fazit durch. Ich habe mir hier einen Spickzettel hergelegt mit sehr, sehr vielen Stichpunkten drauf, denn ich werde auch heute das Fazit wieder als kleine Zusammenfassung für euch aufbauen. Gerade für die Leute, die sich eben nur das Fazit anschauen, welche eben keine Lust haben, das ganze Review von vorne nach hinten durchzugucken. So eine kleine Zusammenfassung, damit auch ihr Bescheid wisst, warum ich die Punkte so gebe oder verteile, wie ich sie gebe. Also fangen wir mit den Pluspunkten an. Mein erster Pluspunkt, das Modell oder die SSQ22 ist relativ leicht, 2100 paar zerquetschte Gramm, handlich und auch relativ kompakt, je nach Körpergröße. Bedeutet, wie gesagt, leicht, schlank gehalten vom äußeren Design her. Auch dieser skelettierte Schaft hinten, wunderbar, nur eben die Länge leider nicht einstellbar. Bedeutet, wenn ihr jetzt größer seid, sage ich mal mit 1,70 oder so, oder 1,75 aufwärts, habt ihr mit der Länge absolut kein Problem. Seid ihr ein kleines bisschen kleiner gewachsen, unter 1,70, dann müsste der Schaft fast noch ein bisschen kürzer sein. Da ist er fast ein bisschen lang, muss ich sagen. Aber hier, wie gesagt, 830 mm, 2100 Gramm, leicht, kompakt, handlich, gebe ich den ersten Pluspunkt. Der zweite Pluspunkt sind die gesamten Internals, haben sie sehr gut umgesetzt, gesamte Abzugsgruppe komplett aus Stahlguss gefertigt, ebenfalls ein kleines bisschen optimiert, mit dem Roller oben auf dem Hammer drauf, Passgenauigkeit wunderbar, die Baugruppen laufen 1A ineinander, sind out of the box super gefettet und geschmiert und es funktioniert einfach tadellos. Dementsprechend gesamte Abzugsgruppe, nicht wie damals noch meine KJW KC02 aus Zinkguss, sondern komplett aus Stahl. Finde ich klasse, gebe ich einen Pluspunkt dafür. Und wenn wir jetzt gerade schon bei dem System sind, oder wenn wir gerade bei den Abzugsteilen sind, ebenfalls ein Pluspunkt auf das GBB-System. Bedeutet, es läuft einfach wunderbar. Ihr habt es auch gesehen im Chronotest, ihr haut das Magazin voll, klatscht das Ding vielleicht mal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank rein, bei 4 Grad. Rein damit, loslegen, es läuft dennoch wunderbar. Also es kommt niemals zu einem Ausgasen, das System fängt nicht an irgendwie zu spritzen, es verklemmt sich nicht, es läuft einfach wunderbar vom System selbst her. Schön leichtgängig alles, dementsprechend auch auf das ganze GBB-System und ja, sage ich mal, Kälteresistenz oder Kälteanfälligkeit ebenfalls ein Pluspunkt. So, der letzte Pluspunkt ist die Materialwahl oder die Materialzusammensetzung, finde ich ebenfalls super umgesetzt. Das Rohr schön aus Aluminium gefertigt, auch nicht einfach so dünnes Aluröhrchen da mit einer Wandstärke irgendwie von 0,5 mm, sondern schön dickwandig das ganze Aluminium, auch der Vorderschaft mit den M-Block-Positionen Alu, Pick-Rail Alu. Das Gehäuse ist zwar aus Zinkguss gefertigt, da hätten sie vielleicht noch mal ein paar Gramm sparen können, wenn sie das aus Aluminium gemacht hätten, aber Zink ist einfach ein kleines bisschen härter wie Alu und dementsprechend, gerade wenn der Verschluss da drin läuft, ein kleines bisschen Verschleiß unanfälliger. Also Zinkguss ist in Ordnung, gesamter Receiver unten komplett aus Polyamid-Kunststoff, schöne Qualität und auch der gesamte Schaft, Polyamid-Kunststoff und die Aufnahme aus Alu. Passt wunderbar zusammen, fühlt sich richtig an, fühlt sich nicht billig an, dementsprechend Materialwahl, Materialzusammensetzung und Umsetzung, Passgenauigkeit, alles ein Pluspunkt. So Leute, und jetzt kommen wir zu den Neutralpunkten und das sind wieder die Punkte,
die ich persönlich nicht einschätzen kann. Also das muss jeder für euch selbst entscheiden, ob er das positiv sieht oder ob er es negativ sieht oder ob es einfach wurscht ist. Fangen wir beim ersten Neutralpunkt an. Wie gerade schon angesprochen, Schaft leider nicht in der Länge einstellbar. Wie gesagt, wäre besser gewesen, vielleicht den Schaft allgemein ein bisschen kürzer zu fertigen und dann eben die Schaftkappe zum Einstellen mit irgendwelchen Spacern. Dann wären auch vielleicht ein bisschen kleinere Personen damit etwas besser zurechtgekommen. Das ist allgemein, der Schaft finde ich allgemein ein kleiner Neutralpunkt, denn ich finde auch die Kante von der Wange oder von der Backe hier finde ich ein bisschen zu scharf. Bedeutet, ihr habt jedes Mal, wenn ihr anlegt, habt ihr direkt hier diese scharfe Kunststoffkante. Hätte vielleicht ein bisschen stärker abgerundet sein können. Wem es stört, macht einfach ein bisschen Moosgummi drauf, selbstklebend und fertig. Also hier gesamter Schaft gebe ich mal einen Neutralpunkt dafür. Der nächste Neutralpunkt ist leider systembedingt vielleicht ein kleines bisschen der Abzug. Da bin ich mir jetzt eben immer noch unschlüssig, ob das Modell von KJW kommt oder ob es einfach ein China-Klon ist. Wenn es ein China-Klon ist und neu konstruiert wurde, wäre es vielleicht sogar schöner gewesen, den Abzug ein bisschen anzupassen und nicht 1:1 zu übernehmen, denn den finde ich leider nicht gut. Er ist recht schwammig, ihr habt keinen schönen Druckpunkt, sondern ihr habt ein konstantes Abzugsgewicht. Der Abzug sitzt auch relativ weit hinten im Abzugsbügel drin und ihr zieht und zieht und zieht und zieht und irgendwann löst halt der Schuss. Also ja, der Abzug nicht so dieses crisp irgendwie schön mit dem Abzugsgewicht, mit einem schönen Druckpunkt. Bisschen schwammig und undefiniert vom Abzug und wie gesagt, er sitzt einfach sehr weit hinten im Abzugsbügel. Würde vielleicht nochmal so 5-6 mm weiter vorne stehen, wäre es vielleicht ein bisschen schöner gewesen. Also gesamter Abzug gebe ich einen Neutralpunkt. Müsst ihr entscheiden, ob ihr eher einen schön knackigen Abzug haben wollt. Dann ist das definitiv nichts für euch. So, dann ganz großer Neutralpunkt ist Thema Hop-Up-System. So, ich gebe das Ganze heute nur als Neutralpunkt, denn so wie meine Waffe gekommen ist, war es leider nicht ganz so geil. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ob es vielleicht irgendwo eine Toleranz gibt von der Schraube oder so und andere Modelle eventuell sogar besser funktionieren. Ich habe euch das Ganze vorhin alles im Detail gezeigt, warum ich das Hop-Up-System nicht ganz so geil finde und warum das Ganze bei mir out of the box selbst mit nur 36 Gramm BBs nicht so gut performt hat. Wie gesagt, das Bucking, was drin ist, das Maple Leaf Bucking, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist ein sehr, sehr gutes Bucking. Allerdings, der Tensioner finde ich schon wieder persönlich falsch gewählt, denn er ist nicht abgerundet unten, sondern es ist einfach nur eine platte, gerade Fläche. Er ist nicht lang, sondern er ist mit 3,6 mm relativ dünn gewählt von der Länge her und er sitzt auch zu weit im vorderen Bereich des Buckings. Bedeutet, ihr bewegt nicht die gesamte Patchfläche innen von dem Maple Leaf Bucking gerade nach unten, sondern ihr drückt nur im vorderen Bereich die Patchfläche runter. Bedeutet, ihr baut zu wenig Reibung auf, was das Bucking aber allerdings könnte. Bedeutet, das Bucking könnte sogar problemlos mit 0,4 zurechtkommen. Macht's aber nicht, da eben der Tensioner zu weit vorne im System sitzt und gleichzeitig auch die Einstellschraube nicht lang genug ist. Bedeutet, selbst wenn ihr bei 0,36 Gramm BBs musste ich die Schraube komplett bis Anschlag runterknallen, damit ich überhaupt einen Hop auf 0,36 Gramm BBs drauf bekommen habe. Also hier, wie gesagt, ich habe es jetzt mit 0,32 und 0,36 geschossen, da funktioniert es schon, ist in Ordnung, aber ich bin mir nicht schlüssig oder noch nicht sicher, wie die Waffe ausgelegt wird. Wird sie jetzt empfohlen für 0,4 Gramm BBs, dann würde ich das sogar kritisch sehen, denn das funktioniert eben nicht. Dementsprechend heute leider kleiner Neutralpunkt Thema Hop-Up-System und wie gesagt auch der Tensioner, ja, der Maple Leaf Omega, der eigentlich dazugehört zu diesen Maple Leaf Buckings, der ist unten abgerundet. Ja, und hier wird es einfach nur platt gedrückt und der Radius eigentlich rausgedrückt vom Bucking. Finde ich also nicht so gut umgesetzt. So, also großer Neutralpunkt Thema Hop-Up-System habe ich euch wie gesagt vorhin alles im Detail erklärt und gezeigt, wenn ihr hier mehr Informationen dazu haben möchtet. So, jetzt muss ich auf den Spickzettel schauen. Nächster Neutralpunkt, was ich persönlich ein bisschen finde, Einsatzbereich. Als was setze ich dieses Modell jetzt ein? Möchte ich ein bisschen blinken und gefällt mir so dieser Aufbau von der Ruger, ist es in Ordnung. Aber rein auf dem Spielfeld weiß ich nicht, wie ich es einschätzen soll. Also als Sniper ist sie absolut ungeeignet, denn Hop-Up nicht gut, Energie schwankt zu stark, nicht einsetzbar. Als Sturmgewehr auch nicht wirklich einsetzbar, das Modell. Also wie möchte ich die einsetzen? Wisst ihr, da fehlt mir ein bisschen so der Bezug dazu.
Ist natürlich auch wieder ein bisschen Geschmackssache. Wie gesagt, wenn ihr einfach Fan von dem Modell seid, dann könnt ihr genauso damit auf dem Feld rumrennen. Aber ich finde gerade je nach Einsatzbereich gibt es auch andere interessante Modelle. Und da kann ich einfach diese SSQ schlecht irgendwo einstufen. Wie gesagt, kleiner Neutralpunkt, Einsatzbereich. So, und der letzte Neutralpunkt ist die Gaseffizienz. Jetzt hatten wir gerade im Vergleich zur KC02 von KJW deutlich größere Magazine mit einem deutlich größeren Gastank drin, aber dennoch bekomme ich gerade einmal 65 Schuss maximal aus einer Füllung raus. Und das wäre jetzt auch nichts Gravierendes, wenn die Energie bei der zweiten Kugelfüllung immer noch hoch wäre. Das ist aber auch nicht der Fall. Bedeutet, die Energie fällt relativ zügig, relativ stark ab, muss man sagen. Und bei, ja, keine Ahnung, nach 35 Schuss oder sowas seid ihr noch bei 0,9 Joule. Also hier die gesamte Gaseffizienz von dem System leider vielleicht nicht mehr ganz Stand der Dinge. Gerade im Vergleich letzte Woche diese BCM von VFC. Gut, ist natürlich ein AR-15 Magazin, nochmal mehr Gas drin, aber Stahlverschlussträger drin, 110 Mumpeln rausgedrückt aus dem Ding. Und hier das relativ kompakte System schafft gerade mal 65. Finde ich jetzt nicht weltgravierend oder nicht schlimm, aber ich finde es jetzt auch nicht sonderlich gut. Also Gaseffizienz, kleiner Neutralpunkt. So Leute, und jetzt geht's los mit den Kritikpunkten, da habe ich 3 Stück. Der erste Kritikpunkt auf meiner Liste, leider kein NPAS drin. Bedeutet, das Modell, so wie es kommt, müsst ihr halt so verwenden, wie es kommt. Müsst wieder schauen, welche Gassorte, welches Gas verwende ich, bei welcher Außentemperatur, mit welchem Kugelgewicht, damit ich im Chrono nicht so hoch komme auf dem Feld. Finde ich schon mal ein kleines bisschen schade. Hier wäre es doch angebracht gewesen, wenn man eben schon neue Nosseln macht und Inner Valves macht, warum knalle ich da kein NPAS rein? Dann wäre ich von unten mit dem Inbus reingegangen in die Nozzle und hätte je nach Außentemperatur oder je nach Gas meine Energie einstellen können. Also hier ein kleines bisschen schade, kein NPAS drin verbaut. Und gleichzeitig muss ich jetzt aber leider gerade in diesem Bezug noch mal einen Kritikpunkt geben, Thema Demontage und verklebte Schrauben. Denn ihr habt es beim Lieferumfang gesehen, es gibt für dieses Modell auch 3 unterschiedliche Nosseln, wo einfach das Inner Valve vom Durchmesser etwas anders ist und ihr dementsprechend weniger oder mehr Energie rausbekommt. Ja gut, aber dazu müsst ihr das Modell auch komplett auseinanderrupfen. Es sind aber zum Großteil die Schrauben alle mit Sekundenkleber reingeknallt. Und das finde ich einfach nicht gut. Bedeutet, wenn ich schon diese Nosseln anbiete zum Wechseln, dann muss ich auch sicherstellen, dass der Kunde oder der Spieler das Modell auch problemlos auseinanderbauen kann, dass er diese Nosseln reinmachen kann. Und das ist hier eben nicht der Fall. Bedeutet, wer sich nicht auskennt und nicht weiß, dass man eben die Schraube unheimlich heiß machen muss, dass sich der Kleber löst, ja, der noddelt da rum und macht rum und dann ist die Schraube durch, der Schraubenkopf. Bekommt er nie wieder raus, außer rausbohren. Also hier großer Kritikpunkt meiner Meinung nach, Demontage, Schrauben verklebt, hätte nicht unbedingt sein müssen. So, und der letzte Kritikpunkt, so, und da muss ich auch wieder sagen, weiß ich nicht, ob das vielleicht je nach Modell ein bisschen abweicht, genauso wie das Hop-Up-System. Es könnte sein, dass mein Modell hier vielleicht irgendwo ein Toleranzproblem hat und dementsprechend Probleme hatte. Wie gesagt, kann ich nicht bestätigen, aber ich muss leider, so wie ich das Modell bekommen habe, dennoch einen Kritikpunkt auf das ganze Thema Energie geben. Da wäre zunächst mal auf der Rechnung stand SSQ22 2,0 Joule. Bedeutet, hier ist bereits die Nozzle drin verbaut oder das Inner Valve drin verbaut für 2 Joule. Da hätten wir zunächst einmal diese 2 Joule, habe ich mit dem Red Gas, was schon sehr starkes Gas eigentlich ist, bei 20 Grad Celsius nicht einmal gesehen. Bedeutet, ihr habt vielleicht bei 0,3 Gramm mit dem ersten Schuss vielleicht mal kurzzeitig 2 Joule, dann haut ihr mal 2 Schuss raus und dann fällt das System komplett runter auf 1,7, 1,6. Also diese 2 Joule, ja, wie gesagt, vielleicht mit Black Gas bei 30 Grad oder sowas kannst du es erreichen, aber mit dem Red Gas bei einer Durchschnittstemperatur von 20 Grad absolut unmöglich. Dann muss man ebenfalls leider ansprechen, habt ihr im Chrono vielleicht auch gesehen, die Energie ist alles andere als konstant. Und ja, es ist eine GBB. Sie schwankt immer ein kleines bisschen, je nach Gassorte, nach Temperatur, pipapo. Im Regelfall ist es aber so, dass ihr das Magazin ansteckt bei einer GBB. Ihr fangt an zum Schießen und natürlich die Energie fällt bei den ersten paar Schuss fällt ein kleines bisschen ab, bis der erste Druck mal entwichen ist aus dem Magazin. Und dann pendelt sich aber normalerweise so eine GBB, pendelt sich dann irgendwo bei einer gewissen Energie einmal ein. Und dann fällt sie einfach, je schneller ihr triggert, fällt sie einfach langsam immer ein kleines bisschen ab. Ganz normal, können wir nichts kritisieren, ist halt eine GBB.
Das Modell allerdings schwankt extrem. Bedeutet, da seid ihr bei einem Schuss dann bei 1,9, 1,5, 1,7, 1,2. Also ihr habt eine unheimlich große Schwankung von der Energie drin, was nicht sein darf. Also alles andere als konstant, muss man sagen. Und dann, wie gesagt, dann habt ihr am Anfang die ersten, ja, keine Ahnung, die ersten 15, 20 Schüsse, habt ihr dann vielleicht so 1,4, 1,5 Joule ungefähr. Ja, und dann fällt sie aber schon ab auf 1 Joule, 0,9 Joule. Und das, finde ich, dürfte eigentlich nicht sein. Also hier leider, ja, leider ein Kritikpunkt gesamte Energie bei meinem Modell. Und wie gesagt, ob das alle Modelle haben, weiß ich nicht. So wie ich das Modell bekommen habe, muss ich hier leider einen Kritikpunkt geben. Ich kann mich hier nicht hinsetzen und kann sagen, das ist total super, das läuft alles tadellos, schön konstant. Das ist halt leider nicht so. Aber wie gesagt, schaut euch am besten vielleicht noch in Zukunft noch ein bisschen andere Videos an, wo auch Chronotests gemacht werden, vielleicht auch mal mit einem Blackgas oder so und dann vergleicht ein kleines bisschen. Weil das kommt immer vor, Leute, das Zeug kommt aus China. Es kommt immer mal vor, dass irgendwo eine Toleranz ist oder irgendwas halt nicht so geil perfekt ist und dadurch mal halt ein Montagsmodell kommt, was wiederum zu anderen ein kleines bisschen abweicht. Wie gesagt, bei dem Kritikpunkt schaut euch am besten noch andere Reviews an, denn ich bestätige das Ganze oder kann das Ganze eigentlich so nicht bestätigen. Denn ich meine, das Ding muss ja vom Norwich Team auch vorher getestet worden sein und ich glaube nicht, dass die ein Modell ausliefern oder konstruieren, was so krass von der Energie schwankt. Aber wie gesagt, ich gebe dennoch heute bei meinem Modell einen Kritikpunkt auf Thema Energie. Puh, Leute. So, das soll es gewesen sein. Review SSQ22 GBB. Habe ich jetzt irgendwas vergessen anzusprechen? Habe ich irgendwas falsch erklärt? Wollt ihr irgendwas ergänzen? Oder habt ihr weitere Fragen? Ihr wisst Bescheid. Haut jederzeit alles unten rein ins Kommentarfeld. Wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo, Glocke aktivieren und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Ich würde mich immer mega drüber freuen. Und wir schauen uns nächste Woche. Ja, jetzt wollte ich schon spoilern. Nein, ich spoilere euch noch nicht. Wir schauen uns nächste Woche ein sehr, sehr geiles Modell an. Bis dahin, haut rein.